Herzlich willkommen zur Frankenjura Dude Rock Show. Ruhig, zurückhaltend, unauffällig, aber schon sehr, sehr stark. Und er wollte klettern, klettern, klettern. So beschreibt ihn einer seiner Trainer zu seiner Jugendzeit. Die Bedingungen sind schlecht, da sagt er, nee, ich bin noch nicht stark genug. Das Wort Ausrede gibt es für ihn nicht. Wir sprechen über Jugend, Ehrgeiz, Körpergewicht, über Phasen, in denen Leistung und eiserne Disziplin alles war und Leidenschaft die Leidenschafte. Wie diese Eskalation Körper und Seele an ihre Grenzen brachte und wie er, unterstützt von den richtigen Menschen und den richtigen Schritten, wieder in seine Balance findet. Er ist ein Mensch, dem wenig genügt, weil für ihn Zeit mit Freunden mehr wert ist als der materielle Besitz. Vielleicht liebt er deshalb das einfache Leben auf seinen Kletterreisen so sehr. Wir blicken auf Projekte, die Geschichte geschrieben haben, über Flashbegehungen, die eigentlich nicht passieren sollten und über die Frage, ob Erwartungslosigkeit vielleicht doch der beste Schlüssel zum Erfolg ist. Wir können endlich über wichtige Dinge reden und diese zusammen klären, wie: Welche Songs hört der kleine Prinz? Wie glamourös ist das Wettkampfklettern in Bulgarien? Wenn beim letzten Griff der Sicherer vom Podest fällt, wie man Beschwerden bei Herstellern von Navigationsgeräten korrekt adressiert und wo in Seus E-Bike-Fahrer beobachtet werden können, die mit einem Wheelie direkt ins Gebüsch brettern. Über sein Heimatgebiet in Frankenjura tauchen wir ein in legendäre Routen, unglaubliche Routenbücher und mögliche zukünftige Linien. Außerdem werfen wir einen Blick auf Social Media, Vorbilder, mentales Training, Atmung und darauf, wie es ist, im Rampenlicht zu stehen. Seine Freunde beschreiben ihn als menschlich, freundlich, loyal, offen, voller Motivation und mit einer sehr hohen Fähigkeit zur eigenen Reflexion. Kurz gesagt, heute geht es um jemanden, der nicht nur einer der stärksten Kletterer der Welt ist, sondern auch einer, der erlebt hat, wie man physische und mentale Krisen besiegt, auf dem Weg zum großen Ziel, der beste Kletterer zu werden. Herzlich willkommen, Alex Megos. Grüß dich, Alexander. Dankeschön. Da haben wir ja viel vor. Ja, das ist richtig. Ne? Schauen wir mal, wie uns das gelingt. Und hauptsächlich geht es mir wirklich darum, ich meine, würden wir versuchen, dich zu charakterisieren und vor allem deine ganzen Leistungen einfach zu würdigen, es wären wahrscheinlich 5 Stunden. Ja? Also wir werden eher auf dich als Persönlichkeit einfach eingehen. Und ich glaube, es ist besser. Ich meine, die Leistungen sind, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 100 Routen im Grad 9a. Damit sind die Leistungen eigentlich schon abgehakt. Naja, ich habe vorhin diese Routenbücher erwähnt. Vielleicht können wir das gleich mal an den Anfang stellen. Du hast mittlerweile 5 Routenbücher und in einen dieser Routenbücher passen wie viele Routen rein? Boah, ich würde sagen, sicher über 300. Also es ist immer, ich schreibe immer auf so eine Doppelseite, schreibe ich immer halt 4 Routen. Ja. Und ich glaube, da gibt es schon echt einige Doppelseiten. Also ich habe mir das als Angewohnheit gemacht, schon ganz früh. Ich habe sogar in meinem allerersten Routenbuch sind die ersten paar Routen sogar noch 9er, weil ich damals gedacht habe, ich mache das ab 9 aufwärts oder ab 9 minus aufwärts. Okay. Und ich glaube, das hat ungefähr 3 Monate gedauert, bis ich festgestellt habe, das führt zu weit, das ist viel zu umfangreich. Du kommst mit Schreiben damit. Genau, richtig. Und habe dann direkt die 9er quasi wieder links liegen lassen. Wobei im ersten Routenbuch stehen noch meine erste 9 minus und mein erster 9er. Was war deine erste 9 minus? Das war, ich glaube... Zamonien? Zamonien, genau. Aber wie sie hieß, weiß ich gar nicht mehr. Freche Füchse, kann das sein? Die gibt es in Zamonien, ne? Ja, genau. Ich glaube, das war sie. Okay. Und die erste 9, weißt du die noch? Boah, die müsste vielleicht gleich die nebenan gewesen sein. Ich weiß es gar nicht, aber vielleicht war es auch Massaker an der Soranger. Aha. Und dann ging es aber, das ging schnell. Also es ging alles sehr schnell. Es war irgendwie im Jahr 2006 oder 2007 muss es gewesen sein. Da habe ich dann, glaube ich, verstanden, dass ich einigermaßen schwer klettern kann, zumindest so ein bisschen. Und dann ging es von 9 minus bis, glaube 10 plus irgendwie innerhalb eines Jahres ziemlich schnell. Ja, krass. Und begonnen, Alex, hast du aber, ich glaube, durch deinen Papa, durch den Jorgos, oder? Genau. Den mitgenommen. Richtig, aber halt damals halt mit der Familie halt mehr so als, ich sag mal, Familienaktivitäten. Wir waren halt draußen in der Fränkischen, haben da zusammen geklettert, easy halt, irgendwie 5er, 6er. Und dann bin ich auch relativ schnell in die Klettergruppe in Erlangen gekommen. Und aber auch da, das war einmal die Woche,
wirklich eine Stunde. Also das war damals wirklich mein Training oder vielleicht waren es 1,5 Stunden. Aber das war damals das Training, was ich so die ersten paar Jahre meines Kletterlebens gemacht habe. Da war auch noch nicht so eine Flamme da, oder? Du hast es halt gemacht wie andere Sportarten. Ich glaube, du hast viele andere Sportarten. Ich habe viele andere Sportarten gemacht, aber mir war damals schon klar, also irgendwie hat mir Klettern immer am meisten Spaß gemacht. Ne? Ich habe mich immer am meisten, ich glaube, es war damals Dienstag, auf den Dienstag gefreut, weil ich wusste, da geht's klettern. Und irgendwie, weiß nicht, am Donnerstag war immer Klavier dran. Das habe ich dann nicht so gemocht. Okay. Am Freitag war Leichtathletik. Das war auch okay, aber irgendwie hat mir das Klettern schon damals irgendwie am meisten Spaß gemacht. Und ja, aber wie gesagt, die ersten 3 Jahre meines Kletterlebens bin ich irgendwie halt einmal die Woche klettern gegangen. Da warst du so zwischen 7 und 9? Oder Genau, da war ich so zwischen 7 und 9 und selbst als 10-Jähriger habe ich also wirklich einmal die Woche, ich habe nicht trainiert, ich bin einmal die Woche klettern gegangen in der Klettergruppe. Das war's. So richtig mit Training hat es dann erst angefangen, glaube ich, als ich so 12 war. Da war ich in einer anderen Klettergruppe, die dann zweimal die Woche war. War das schon der Frankenkader oder war das? Das war kurz vorm Frankenkader. Wobei ich kann mich erinnern, gerade nach meinem 11. Geburtstag wurde ich auch schon mal eingeladen in den Frankenkader. Der hat damals der Manuel Brunn geführt. Ja. Und damals war ich aber noch zu jung, da war ich, glaube ich, nur ein einziges Mal dabei und habe dann halt so Leute wie den Daniel Müller damals getroffen, wusste aber nicht, wer es war. Habe ich dann erst 10 Jahre später festgestellt, wer das war. Aber damals war ich noch zu klein. Das war eigentlich letztendlich so ein bisschen eine Felsgruppe, die halt zusammen rausgefahren ist, die natürlich alle deutlich älter waren, also 10 Jahre älter oder mehr teilweise. So deutlich, okay. Ja, ich meine, der Manuel Brunn ist wahrscheinlich 10 Jahre, ein bisschen mehr als 10 Jahre älter als ich. Der Daniel Müller ist, gut, ich glaube 7 oder 8 Jahre älter als ich. Und ich glaube, der Jüngste damals, die waren dann schon alle 14 oder so. Also ich war schon deutlich jünger als nochmal die Jüngsten. Und das war dann noch nichts für mich. Da habe ich dann schon festgestellt, da war ich auch noch zu jung für. Da fühlt man sich auch noch nicht so integriert, ne? Genau, und ich war ja bis dato noch nie irgendwo draußen schwer klettern. Ich war mit meinen Eltern halt an irgendwelchen Felsen, wo es halt Fünfer gibt. Und dann kann ich mich erinnern, das erste Mal, als ich da mit dem Frankenkader mit Manuel Brunn rausgefahren bin, waren wir halt in der grünen Hölle. Und ich gucke das Ding an und denke mir so, boah, krass, hier geht's ja voll ab. Ja. Da hing Daniel Müller damals im Spider-Man. Und es war für mich so, boah, das ist ein Zehner, das ist ja unvorstellbar, das ist steil, das ist schwer. So, mit sowas hatte ich noch nie davor zu tun gehabt. Und dann bin ich aber ungefähr 1,5 Jahre später, war dann der Frankenkader, und das war auch noch bevor Patrick und Dicky dazugekommen sind, vom Bernd Uhlmann geleitet worden. Okay. Genau, und der hat das aber nur für ein paar Monate gemacht. Und mit ihm war ich dann auch ein paar Mal draußen unterwegs. Und da kann ich mich eben auch erinnern, dass wir damals zusammen an der Bärenschlucht waren. Und er hat damals Disaster probiert. Und ich habe gegenüber, links von Subway, habe ich das im Rausch der Tiefe probiert. Und das war, glaube ich, das war das erste Mal, dass ich eine 10- probiert hatte, in dem Grad. Und das war für mich so, boah, krass. Bin mal gespannt, ob ich das jemals klettern kann in meinem Leben oder aber dann du hast sowas. es einfach mal probiert. Also es gab noch wirklich keine Durchstiegschancen so richtig, aber einfach Ich meine, ich war halt einfach mal probiert. Ich war nur einen einzigen Tag dort und ich hatte damals, glaube ich, noch gar kein Gefühl, ob ich da eine Durchstiegschance hätte oder nicht. Für mich war das einfach überhaupt krass, dass ich mich da drin bewegen konnte. Und für mich wäre das dann so, ja, wenn ich mal sowas wie Disaster kletter, mal 10+, das wäre schon mega cool. Und dann hat Bernd Uhlmann damals aufgehört und dann haben Patrick und Dicky den Frankenkader übernommen. Genau, es ist perfekt. Also wäre mein nächster Punkt gewesen, Alex. Das ist echt. Genau, Frankenkader war ja dann sozusagen, der ist ja damals auch ein bisschen professioneller aufgestellt worden durch Patrick Matros und Dicky Korb. Und du bist sozusagen direkt damit dazugekommen. Und das Zitat am Anfang war auch vom Dicky, der dich damals als sehr ruhig auch empfunden hat. Warst du so als junger Kerl damals? Warst du eher zurückhaltend? Ich war sehr ruhig und also ich war in der Schule nie auffällig. Ich war immer gut in der Schule, aber ich war jetzt nie jemand, man kennt ja diese typischen Leute, die jede Klasse hat oder jede Schule hat, die so ein bisschen macho-mäßig daherkommen und ein bisschen eingebildet sind, sage ich mal. Ja. Ich war immer jemand, der mich eigentlich immer im Hintergrund gehalten hat, der eigentlich mit allen klargekommen ist, aber der jetzt auch nicht großartig irgendwie in einer Gruppe in der Schule war. Also ich war schon jemand, der doch relativ ruhig und zurückhaltend war. Wahnsinn, wie du dich dann verändert hast.
Jetzt bin ich nicht mehr ruhig und Jetzt zurückhaltend. bist du nicht mehr quasi. ruhig und zurückhaltend. Nee, ich denke mir, wenn man so ein bisschen recherchiert natürlich über dich, mache ich vor dem Podcast, wenn man dann weiß, ja, da warst du im Sportstudio, im ZDF und so weiter, das sind ja alles Bühnen, in denen man sich erstmal behaupten muss. Und das ist schon auch eine Entwicklung, das finde ich echt bemerkenswert, wenn man sozusagen von einem jungen Erwachsenen dann sozusagen das einfach so als Persönlichkeitsentwicklung so jetzt halt einfach sieht. Ne? Aber es war auch es ist ein langer Weg, sage ich mal. Also ich war jemand, der in der Schule so Referate vor der Klasse stehen, das war für mich das Grauen. Das habe ich gehasst. Ich habe mich so unwohl gefühlt, wenn ich irgendwo vor der Klasse gestanden bin. Also bis ich dann dazu gekommen bin, dass ich vor einer Bühne stehe und irgendwie im Sportstudio irgendwelche Vorträge halte, das hat echt lange gedauert und das war ein Prozess, aber das war am Anfang etwas, was ich mir nie vorstellen hätte können. Also als Jugendlicher, so mit 13 bis 17, hätte ich gesagt, never ever Never. würde ich sowas machen. Ja. Das ist witzig. Ich war auch ganz ähnlich wie du in der Schule auch. Zurückhaltend, denkt man jetzt dann auch nicht mehr so. Und genau das, was du beschreibst in meinen Referaten, das war der Horror. Ja. Ich habe auch immer einen kompletten Zettel gehabt, musste alles ablesen, weil sowas wie frei reden oder sich trauen, mal 3, 4 Sätze in eigener Sprache zu sagen, das war überhaupt noch nicht möglich. Genau, so war es bei mir auch. Und ich glaube aber, es hat immer anders gewirkt auf andere, weil alle immer gesagt haben, ich war so ruhig und so. Ich glaube, ich konnte schon immer Nervosität gut verstecken, sage ich mal. Aber gut, es war sicher nicht so, dass ich wirklich ruhig war. Ja. Sag mal, und wenn du in diesen Frankenkader jetzt reingekommen bist, dann hast du da die 2 Menschen getroffen, die, glaube ich, dein Leben schon auch wirklich mitgeprägt haben. Den Auf jeden Fall. Patrick und den Dicky. Wie war dieses Entstehen, diese fast schon Freundschaft? Ich meine, am Anfang war es reine Trainingsgruppe. Da waren vielleicht 5 Leute im Frankenkader. Also hin und wieder auch mal mehr, manchmal weniger. Also es gab schon, sage ich mal, so eine Chorgruppe von vielleicht 5 Leuten. Da war auch damals der Felix Knaub noch dabei, die Milena Krämer, die Lilly Färber war dabei. Das waren schon die Leute, mit denen wir oft rausgefahren sind. Und dann ging das einfach irgendwie mal, sicher bestimmt mal 1 oder 2 Jahre so, dass wir uns einfach hauptsächlich immer am Dienstag und am Donnerstag getroffen haben zum Trainieren. Im Winter natürlich in der Halle und im Sommer dann draußen am Fels. Und so ist es immer mehr entstanden, dass ich dann auch irgendwie meine Liebe fürs Felsklettern mehr und mehr entdeckt habe und auch, glaube ich, mein Potenzial. Da habe ich dann in den Jahren relativ schnell irgendwie 8a geklettert, dann 8a plus, dann 8b. Da war ich 15 dann oder 14 oder 15, also relativ spät noch im Vergleich, im heutigen Vergleich ja sowieso super spät, weil Leute in dem Alter ja dann schon eher so ein 9a plus klettern. Aber das war, ich meine, ich habe alles immer schnell geklettert, auch meine 8As, 8A plus und 8Bs, die waren immer an einem Tag, immer in eine Handvoll Versuchen. Und irgendwann habe ich schon gemerkt, Klettern taugt mir einfach viel mehr als der ganze Rest. Deswegen habe ich halt nach und nach die ganzen anderen Sachen, die ich so gemacht habe, so Klavier spielen, Schwimmen, Leichtathletik, habe ich dann nach und nach aufgehört, um mehr Zeit fürs Klettern zu haben. Ging das eigentlich so locker durch in deiner Familie oder hat da die Anna und der Jorgos mal gesagt, Alex, du musst dich breiter aufstellen? War sicher so, allerdings haben sie schon auch gemerkt, dass ich Klettern mag und natürlich haben meine Eltern dann schon plädiert dafür, dass ich viele unterschiedliche Sachen mache und ich habe ja, sage ich mal, auch bis ich 17 oder 18 war ja viele Sachen gemacht. Also ich glaube, den Schwimmverein habe ich, glaube ich, auch erst aufgehört, als ich 17 war und Leichtathletik dann mit 18. Also ich habe in meiner Jugend schon viele auch andere Sachen gemacht, aber habe auch einfach gemerkt, dass Klettern einfach mir viel mehr taugt als der ganze Rest. Und dann hat es halt angefangen, mit Patrick und Dicky kannte ich ja quasi 2, mit denen ich mich gut verstanden habe, mit denen ich schon 2-mal die Woche trainiert habe und die natürlich auch ein Auto hatten. Und wichtige Erkenntnis zu der Zeit. Wichtig, genau. Und dann hat es angefangen, dass ich versucht habe, wirklich jeden freien Tag irgendwie mit einem der beiden rauszufahren und einfach klettern zu gehen. Und so ist es dann, glaube ich, entstanden, diese Freundschaft, weil man natürlich viel Zeit verbringt und dann aber auch alles Mögliche an Sachen teilt. Und das ist natürlich auch ein Teenageralter, ein Alter, wo man ungern mit seinen Eltern über seine Probleme spricht. Und da kommt dann jemand, der quasi eigentlich das ähnliche Alter hatte wie die Eltern, aber eben nicht die Eltern war da, glaube ich, Gold wert. Schon, ne? Ja. Du hast vorhin die Kletterhallen angesprochen. Also das ganze Training ist ja von den beiden eher, ich nenne es jetzt mal professionalisiert oder auf wirklich neue Trainingsmethodiken auch gestellt worden. Und ich glaube, ihr wart auch in einer Halle damals schon, die in Forchheim war, oder? Wir waren, genau. Es gab ja damals noch nicht so viele Hallen. Genau.
Es gab einmal das Magnesia in Forchheim, das ja jetzt unsere Halle ist, die Genau. Frank Muir Academy. Da waren wir. Wir waren in der Climbing Factory in Nürnberg, die jetzt leider zugemacht hat. Wir waren in Erlangen in dem Boulderraum. Ja, Und wir waren im TSV. in Nürnberg. In Nürnberg, genau. Das waren so eigentlich die Hallen, die es damals gab. Und das waren so die Hallen, die wir auch nacheinander halt im Winter dann angesteuert hatten und dort trainiert haben. Also ich kannte die Hallen schon von lange her, vor allem Erlangen natürlich, weil Erlangen für mich mit dem Fahrrad erreichbar war. Da habe ich schon sehr viel Zeit, so von als ich so 12 bis 17 war oder 18, habe ich sehr viel Zeit dort in der Halle verbracht. Ich wollte dich fragen, du hast ja jetzt schon auch ein Buch herausgebracht, das Frei am Fels. Und zum Thema Magnesia Kletterhalle, da steht dann tatsächlich etwas drin, dass du mal ein bisschen so mit einem Schmunzeln von Dicky und Patrick angesprochen wurdest. Und die haben gesagt, hey, wir treffen uns in der Magnesia, aber deine Kletterschuhe und das Kletterzeug kannst du daheim lassen. Was ist denn da passiert? Ja, ich glaube, das war auch eine Zeit, wo ich schon gemerkt habe, dass ich ganz viel klettern war und dass vielleicht ab und zu auch mal etwas ruhiger sein ist. Das musste ich lernen. Das war halt schwierig für mich. Also du warst so on fire, jeden Tag klettern. Genau. Ich habe auch, hätte es damals nicht irgendjemand gesagt, du musst mal Pause machen, hätte ich einfach 7 Tage die Woche durchgeklettert, wenn es irgendwie der Zeitplan erlaubt hätte und die Schule erlaubt hätte. Und ich glaube, die beiden waren schon Leute, die mir auch beigebracht haben, ich muss mal auf die Bremse treten und es ist vielleicht auch mal gut. Ich hatte noch direkt mal so kurz vorm Abi hatte ich auch ein relatives Motivationsloch. Da war ich nicht sehr motiviert fürs Klettern, glaube ich einfach, weil die Wintersaison lang war. Ich war nicht draußen am Feld, ich war nur in der Halle. Und da hatte ich einfach irgendwie, dann war ich nach, glaube 6 Monaten in der Halle einfach ausgebrannt, hatte Da fehlt einem was, ne? Genau, hatte keinen Bock mehr und da hatte ich dann schon irgendwie große Bedenken, dass auch dieses Feuer wieder kommt und dass ich wieder motiviert werde. In der Zeit haben mir Patrick und Niki auch viel geholfen und wir waren dann teilweise auch in Hallen und haben uns einfach nur zum Quatschen getroffen und ich habe einfach vielleicht irgendwie halt ein paar leichte Routen geklettert. Also aber das ist da passiert, oder? Du durftest kein Kletterzeug mitnehmen und warst in der Halle und hast dann was gemacht aufgrund der Empfehlung deiner Trainer? ich habe halt geschaut, was halt so geht, was man in der Kletterhalle machen kann, ohne klettern zu gehen. Und ich meine, letztendlich ist eine Kletterhalle ein absolut sozialer Bereich. Also man kann da ja schon auch viel Zeit verbringen, ohne zu klettern, sage ich mal. mit Quatschen ist es nicht ganz so wie heute, dass es da irgendwie Bistros und Cafés gibt, aber schon auch damals war natürlich auch die Kletterhalle ein sehr soziales Umfeld, wo man sich getroffen hat, wo man auch Zeit miteinander verbracht hat und wo natürlich das Klettern im Fokus stand, aber nicht nur. Und ich glaube, das sind so Sachen, die ich erst lernen musste, dass andere Aspekte des Lebens vielleicht auch wichtig sind und nicht immer nur das Klettern zu 100% im Fokus und im Vordergrund stehen sollte. Okay, aber hast du noch eine Erinnerung an den Tag? Also war das etwas, wo du gesagt hast, das hast du genossen oder kam so diese Erkenntnis erst später, für was das Ich gut glaube, ist? die kamen erst später. Erst später, Damals ja. habe ich mir gedacht, das ist totaler Quatsch. Was wollen die hier? Ja, genau. Ich meine, als Jugendlicher, der halt irgendwie 14 ist und voll motiviert ist, irgendwie trainieren zu gehen, war das für mich damals Zeitverschwendung. Aber ja, war es halt dann irgendwie, wenn man dann jetzt 15 Jahre oder 20 Jahre später draufblickt, dann doch nicht. Ja, also perfekt. Also interessant, dass die das eigentlich für dich als kompletten Athleten da schon im Blick hatten. Ne? Einfach sozusagen die Fühler auszustrecken und die Gesamtheit auch zu spüren, nicht nur, okay, ich ticke jetzt die Routen weg. Genau, das war, glaube ich, auch immer Patricks und Dickys Ansatz, dass man halt nicht nur gut ist, sage ich mal, bis man 25 ist, sondern dass man halt kletternd ein Leben lang und ein Leben lang Spaß hat und vielleicht auch ein Leben lang relativ leistungsambitioniert, wenn man das möchte, klettern kann. Funktioniert natürlich nicht, wenn man dann mit 25 dasteht und sich vor lauter Verletzungen kaum noch bewegen kann. Ja. Und da haben sie schon viel drauf geachtet. Wir haben ja auch dann viel so Ausgleichstraining angefangen, haben mit den Ringen trainiert, einfach um an Schwächen zu arbeiten, aber auch um letztendlich ganzheitlich ein Athlet zu werden. Und das war für mich etwas, was mich schon geprägt hat, weil ich war zwar jemand, der gern geklettert ist, aber ich wollte auch jetzt nicht ein absoluter Kletternerd sein, sage ich mal. Und wie es vielleicht andere gibt, einfach nur klettern und überhaupt nicht so aussehen, als hätte ich jemals in meinem Leben Sport gemacht. Sondern für mich war es schon auch wichtig,
so diesen Athletenanspruch und diesen Leistungsanspruch zu haben und dann aber auch ein bisschen so auszusehen wie ein Athlet. Und das war natürlich, glaube ich, auch, was Patrick und Dicky wichtig war, dass zwar viel geklettert wird und dass man besser wird im Klettern, aber eben auch, dass man ein kompletter Athlet wird. Und da haben wir viel Fokus drauf gelegt und auch viel gemacht in die Richtung. Das ist, denke ich, auch entscheidend, ne? Wenn du das schon so früh einfach mitbekommst, dass du auch später dann bei der Trainingsauswahl, auch der Übungen oder auf was du dich fokussierst, viel mehr darauf achtest. Ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, es hat auch die Basis für mein Klettern heutzutage gelegt. Also ich war ja als Jugendlicher ein sehr, sehr schmächtiger Kletterer. Das heißt, ich hatte immer Kraftprobleme bei weiten Zügen, bei Slopern, bei Compression, lauter so Zeug. Und das Training, was wir mit Patrick und Dicky gemacht haben, war natürlich auch viel, um an meinen Schwächen zu arbeiten. Und haben mich auch zu dem gemacht, der ich quasi heute bin. Und ich glaube, jetzt würden mich die Leute nicht als kraftlosen Kletterer bezeichnen, sondern eher als kraftvollen Kletterer. Und es war auch maßgeblich, waren da auch die beiden daran beteiligt. Wow, okay. Auch in dem Buch gibt es so eine kleine Geschichte, und ich habe das in der Anmoderation schon erwähnt. Was hört denn der kleine Prinz? Und da gibt es so eine kleine Story. Also ich war da nicht nur in der Kleiderhalle, du hast auch gesagt, ihr seid ja rausgefahren. Und ich glaube, da gab es immer so ein Ritual, damals noch CDs reingeschoben, und da gab es so eine Playlist, die da immer kam. Genau, der Dicky Mix. Das war der Dicky Mix, okay. Habe ich dann sogar irgendwann später auf einem MP3-Player, den ich hatte, war das dann der Dicky Mix, genau. Ist der heiß. Ah, du hattest den dann auch. Okay. Ja, klar. Und das Rausfahren, ich habe vorhin gesagt, der kleine Prinz. Du weißt doch, was ich anspiele. Was ist denn damals passiert, wie ihr rausgefahren seid? Ja, ich habe damals irgendwie versucht, den kleinen Prinzen auf Griechisch zu lesen. Ja, krass. Okay. Und habe dann so ein bisschen nerdig von der Rückbank den Kommentar abgelassen, dass die Musik nicht so laut aufgedreht werden soll, weil ich gerade versuche, den kleinen Prinzen auf Griechisch zu lesen. Ja, verständlich, oder? Und mich nicht konzentrieren kann. Ja. Aber das war auch, ich war jemand, der als Jugendlicher, glaube ich, viel wollte. Und ich meine, ich bin aufgewachsen und habe ein bisschen Griechisch mitbekommen von meinem Vater, weil mein Opa ja Grieche ist. Ja. Das heißt, ich bin aufgewachsen und habe ein bisschen Griechisch gelernt. Aber ich habe dann wirklich in meiner Jugend versucht, irgendwie alles, was ich gemacht habe, immer zu 100% auf hohem Niveau zu machen. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, es wäre quasi Verschwendung, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt ein bisschen Griechisch gelernt habe, aber dann irgendwann später als Erwachsener nicht Griechisch sprechen kann so richtig. Deswegen war es für mich wichtig, da irgendwie auch dran zu arbeiten. Und deswegen habe ich dann schon damals, ich meine, das mache ich heutzutage nicht anders, aber ich habe damals einfach mega viele Baustellen gehabt und ich habe versucht, an allen zu arbeiten, bis ich gecheckt habe, das geht nicht. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich mir dann da in den Kopf gesetzt, dass ich mir jetzt quasi die Autofahrt sinnvoll nutzen sollte, um dann meine Griechischkenntnisse an meinen Griechischkenntnissen zu feilen. Ja. War natürlich ein bisschen der falsche Moment und sagen wir mal so, ich habe mich auch damals schwerer getan, so ein bisschen den Raum zu lesen. In dem Fall das Auto zu lesen, sage ich mal. Wie geht's denen gerade so? Genau, richtig. Ja. Und dadurch ist das zustande gekommen, ja. Aber ja, ich habe damals die Musik, anfangs weiß ich gar nicht, ob ich sie genossen habe, aber mittlerweile ist es so, jedes Mal, wenn ich quasi ein Lied von der damaligen Zeit höre, also es ist sehr nostalgisch und ich denke mir so, ach, ein gutes Lied, das erinnert mich an unzählige Autofahrten mit Dicky, wo wir rausgefahren sind und wirklich bei jedem Wetter, ob heiß oder kalt oder Regen oder Schnee, irgendwie versucht haben, draußen was am Fels zu machen. Ja, stark. Ja, du sagst gerade diese Playlist, da gab es ja einige Dinge und wir machen jetzt mal einen Test, weil mir hat jemand verraten, dass du nicht nur einfach die Lieder weißt, sondern wenn ich sage, hey there people, wie geht denn das Lied weiter? I'm Bobby Brown. Okay, das glaube ich war noch einfach, aber jetzt versuchen wir mal was anderes. Ich verbrenne mein Studio. Schnupfe die Asche wie Koks. Und wie geht's weiter? Ich erschlag meinen Goldfisch und vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Aus Peter Fox. Klasse, ja. Genau. Peter Fox, Wahnsinn. Und der Refrain ist gedopt, gewachst? Poliert. Ja, nagelneue Zähne. Ja. Der Hammer. Das ist jetzt doch Ewigkeiten her, Alex. Also, das ist Ewigkeiten her, ja. Aber das kommt aus dir raus, du hast die Lieder wirklich auswendig gelernt. Ne? Ja, voll. Da gab es einfach so ein paar Lieder, die wir viel gehört haben, also sehr viel. Ja. Da waren auch ein paar von System of a Down dabei, von Cypress Hill, genau. Auch AC/DC ein bisschen. Und das sind einfach
weiß nicht, dann so in den Kopf gebrannt worden, dass ich das einfach damit verbinde, auch mit der Zeit. Aber glaubst du, dass diese Dinge, die du jetzt beschreibst, also dieses in den Kopf gebrannt oder auch, dass du sagst, hey, ich habe da verschiedene Baustellen, wo ich eigentlich an Wissen und an Erweiterung von Wissen arbeiten will, ist das nicht auch etwas, wenn du dir jetzt eine lange Tour merken musst und die Beta dafür, dass das auch Grundlagen für sowas sind? Wenn man sich 45, 50 Züge, ich weiß gar nicht, wie viel es bei späteren langen Touren waren, wenn man sich das merken muss, ist das nicht auch eine Basis für sowas? Ich glaube schon, ja. Wobei ich habe schon auch festgestellt, ich konnte mir in der Schule mittelmäßig gut Sachen merken. Im Klettern konnte ich mir deutlich besser Sachen merken. Also ich Das glaube, Interesse daran, ne? Ja. das Gehirn merkt sich auch Sachen besser, wenn man deutlich interessierter an der ganzen Sache ist. Ja. Aber ich glaube schon, dass generell eine Auffassungsgabe, wo man sich Sachen relativ gut merken kann, ist fürs Klettern sicher auch nicht verkehrt. Weil es ja dann doch bei längeren Routen, klar, und je schwerer es wird, auf kleine Details ankommt und sich dann die ganzen kleinen Details zu merken, wurde auch in meiner Kletterkarriere immer wichtiger. Schon, ne? Ja. Jetzt haben wir viel über deine zwei Trainer geredet und jetzt ist das natürlich, und wir sind ja unter uns sozusagen, ja. Wenn du den Dicky und den Patrick so reflektierst in den letzten Jahren, fallen dir da noch so lustige Storys ein, wenn man die beiden so erzählen kann? Ich meine, die beiden waren auf jeden Fall komplett verschieden. Ja. Dicky war immer der absolut pünktlich gekommen ist und das war auch eher so mein Metier. Also wir haben uns wirklich immer auf die Minute genau getroffen und auch geschrieben, wenn man irgendwie 1 oder 2 Minuten zu spät war. 12:03 Uhr treffen wir uns am Genau, richtig. Ja. Ganz genau. Und Patrick war das absolute Gegenteil. Also wenn man mit Patrick 12 ausgemacht hat, dann konnte man davon ausgehen, dass es 12:30 oder 13 Uhr geworden ist. Das sind die Zeitverschiebungen, ne? Zu Genau, Greenwich Mean Time, ja. genau, richtig. Deswegen haben wir dann immer mit Dicky, wenn wir uns zu dritt getroffen haben, haben Dicky und ich immer gesagt 13 Uhr und Patrick haben wir 12 Uhr gesagt, damit wir alle um 13 Uhr da waren. Ich kann mich erinnern, wo ich einmal mit Dicky draußen war, an der, ich glaube, die Emporwand, oder? Wo Land of Confusion ist. Ja, genau, Emporwand. Genau, da hat er La Levitation probiert, diese Platte. Und ich war damals halt, ich glaube, ich müsste 14 gewesen sein. Also hatte irgendwie wahrscheinlich 40 Kilo oder so. Oder wenn es hochkommt, 45 Kilo. Bin dann beim ETC unten gestanden. Und Dicky quasi im Versuch. Und irgendwann habe ich schon gemerkt, oh, es geht weder vor noch zurück. Und er stand irgendwie wahrscheinlich mit den Knöcheln am letzten Haken. Konnte aber den nächsten Haken nicht einhängen. Konnte aber auch nicht zurückklettern und hat dann so einen Schiss gehabt, weil er zwischen die Beine unten durchgeguckt hat und mich da unten als kleines Männchen sichern sehen mit dem ATC. Und er hatte so Angst. Und ich habe dort gesagt, komm Dicky, ich hab dich, spring ruhig rein, ist kein Problem. Und ich glaube, er war dann echt eine Minute da gehangen, bis er wirklich so mit den 2 Leisten in der Hand irgendwie von der Wand abgekippt ist. Erstmal mentale Kontrolle. Genau, richtig. Ja. Das war sauwitzig. Und mit Patrick war ich damals, das war auch krass, dass er das eigentlich mitgemacht hat. Das wurde mir jetzt dann immer mehr bewusst, je älter ich geworden bin. Als wir damals 2015 in Australien waren und wirklich im absoluten Busch gecampt haben, also mit Zelt irgendwie in der Nähe der Taipan Wall, also auf keinem Campingplatz. Es gab nichts, es gab kein Wasser, es gab keine Dusche, es gab kein Klo, es gab gar nichts. Und da ist er dann mit dazugekommen für 2 Wochen und hat da wirklich komplett mitgemacht. Also er war damals ja dann schon 40. Okay, war auch schon Familie etc. Genau. Also schon das Leben anders dann. Genau, einfach, schon das Leben anders, genau. Und hat dann da total mit uns im Busch gecampt und hat dann damals Serpentine geklettert. Also auf jeden Fall cool. War sogar mit uns damals Containern. Also, Tatsächlich? Ja. Da war ich dann mit dem Patrick zusammen in Australien, in Horsham hieß das ist der Ort, der in der Nähe der Grampians ist. Waren wir dann hinter dem Supermarkt dort nach Dunkelheit Containern. Und es ist irre, was man da finden kann. Ne? Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Das war erschreckend. Das war das erste Mal, als ich das gemacht habe. Und ich bin halt davon ausgegangen, ja gut, das ist die Mülltonne, da sieht es halt aus wie quasi, man stellt sich ja dann eher den Biomüll zu Hause vor mit irgendwelchen vergammelten Sachen. Aber hinter so einem Supermarkt, was da teilweise weggeschmissen wird, es ist unglaublich. Also wir sind da wirklich... Ja, ich war richtig schockiert, weil ganz viele der Sachen, die waren überhaupt nicht schlecht, sondern die wurden weggeschmissen vielleicht, weil gut, das Mindesthaltbarkeitsdatum halt irgendwie dann überschritten wurde. Aber ich meine, bei Sachen wie Dosen,
wenn da ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufsteht. Ich meine, Das ist halt eher dem Gesetz geschuldet. Dass ganz wir das genau, machen müssen, ne? Ja. ganz genau. Und genauso ist es auch bei so Sachen wie Joghurt. Und ich meine, und das war ja damals, als wir dort waren, ja im Winter. Das heißt ja nicht mal so, dass du es dann raus in die Mülltonne tust und dann wird es warm, sondern da hat es halt draußen auch kalte Temperaturen gehabt, eigentlich fast wie im Kühlschrank. Da haben wir Sachen rausgezogen. Da haben wir, so gut haben wir noch nie auf einem Klettertrip gegessen, weil wir da die allergeilsten Sachen rausgezogen haben, die man sich so vorstellen konnte. Also wirklich Rindersteaks, die noch gefroren waren, Ja, Wahnsinn. irgendwie für 120 €, irgendwie große Lachsfilets und Nüsse und alles Mögliche. Und dann haben wir auch gesehen, damals, als wir dort waren, gab es Muttertag und einen Tag nach Muttertag waren quasi die ganzen Artikel, die sie davor für den Muttertag verkauft hatten, die waren einfach in der Tonne. Also da war irgendwie halt so 4er-Sets an Tassen, wo drauf steht irgendwie I love Mom oder Keep calm and hug Mom. Lauter so Sachen waren dann einfach da drin. Deine Mama hat jetzt auch so eine Tasse. Meine Mom hat immer noch so eine Tasse, genau. Seit jetzt 11 Jahren. Und das ist auch irre, wie man sieht, ne, wie deine Kletterreisen oder allgemein das Klettern so einen Blick auch auf unsere gesellschaftlichen Verwerfungen geben. Ne? Auf jeden Fall. Ich meine, wir sind halt klettern gegangen, natürlich viel auch in Ländern in Europa, aber dann auch eben außerhalb Europas, also Südafrika zum Beispiel. Und da läuft teilweise das Leben halt komplett anders ab. Und ich glaube, das hat mir schon auch die Augen geöffnet, dass wir nicht alle so leben wie in Deutschland, dass es in anderen Teilen der Welt wirklich ganz anders aussieht und dass wir echt krass privilegiert sind, auch wenn wir, und da habe ich schon das Gefühl, dass die Deutschen da auch ganz gut drin sind, sich zu beschweren. Und ja, klar, ich will jetzt nicht sagen, dass es keinen Grund gibt, irgendwie sich zu beschweren oder klar, man kann immer die Ausrede sagen, jemand anderem geht es schlechter. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man selber immer dieses, ja, alles ist in Ordnung, weil anderen geht es schlechter, benutzen muss. Aber ich glaube, das sollte man sich schon ab und zu ins Gedächtnis rufen, dass vielleicht wir ganz oft auch irgendwie Erste-Welt-Probleme haben. Ich glaube auch, das tut einem immer gut, das Glas ein bisschen mehr von der halbvollen Seite zu sehen, weil es gibt schon viele, viele Dinge, wie du jetzt gerade sagst, dass wir klettern gehen können, dass wir beide hier sitzen und uns darüber unterhalten. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir das tun können und dürfen. Ja, absolut. Wie gesagt, ich meine, die allermeisten, die würden sich freuen, irgendwie, wenn sie so was machen könnten. Also wir haben auch in Südafrika dann so ein paar Kids getroffen, die aus einem nahegekommenen Township waren, die halt irgendwo in der Wellblechhütte gewohnt haben, die dann so geguckt haben, was wir gemacht haben und dann halt so ein bisschen Die sind dann schon barfuß. zu euch hergekommen? Die sind, ich meine, wir konnten uns natürlich nicht verständigen, die konnten kein Englisch und wir konnten auch nicht deren Sprache. Aber die haben natürlich beispielsweise in den Rocklands in Südafrika, die haben ja schon Kletterer immer wieder gesehen, weil es ja dann auch populärer Sport geworden ist dort. Aber die haben das natürlich selber noch nie gemacht und ich glaube, es war dann schon cool, wenn man die dann auch so ein bisschen mitgenommen hat und irgendwie die mal irgendwie einen leichten Boulder hat hochklettern lassen und denen mal Chalk in die Hand gegeben hat und das war eine coole Erfahrung für die. Und du sagst gerade, ihr habt die Sprache nicht gekonnt, aber trotzdem gab es diese Verständigung oder die Freude dann auch, wenn einer der Jungen dann sowas geschafft hat. Ne? Ich glaube, Klettern ist halt irgendwas Intrinsisches, also genau wir laufen. Jedes Kind klettert irgendwo hoch, sei es irgendwie aus dem Kinderbett damals raus, auf einen Baum. Es ist ja wirklich egal, aber Kinder sind schon immer so gewesen, dass sie diese intrinsische Motivation zum Klettern haben. Ja. Und ich glaube einfach, dass je älter man wird und die Gesellschaft halt, dass durch die Gesellschaft dann diese Motivation so ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber deswegen, wenn du jetzt dort Kinder hast, die bewegen sich mega gut und ich meine, denen musst du nicht erklären, wie Klettern geht, sondern das finden die dann schon raus. Genau, du probierst es aus. Das heißt, da hoch geht's und los. Das ist ja auch das Coole am Klettern, ne? Das so auszuprobieren und dann irgendwann zu lernen, oh, jetzt ist der Körper tatsächlich anders, jetzt geht's auf einmal, vorher geht's nicht. Ja. Und ich glaube, ihr habt dem dann auch ein Crashpad überlassen, oder? Genau, wir hatten damals einen Jungen dort getroffen. Ja. Das war, ich glaube, eine Woche vor Abflug wieder. Und ich meine, wir konnten das Crashpad nicht mit zurücknehmen und wollten es auch nicht mit zurücknehmen. Und haben dann deswegen gedacht, bevor wir es jetzt einfach dort am Campingplatz irgendeinem anderen Kletterer geben wir es doch einfach dem Jungen, der da motiviert fürs Klettern war. Wie habt ihr herausgefunden, wo der
zu Hause ist. Er hat uns irgendwie in den Sand gemalt, wie man zu ihm kommt. Ach, cool, okay. Ich meine, das war nicht weit von da, wo wir waren. Ne? Ja. Also es war vielleicht jetzt wahrscheinlich ein Umkreis von 2 Kilometern um den Campingplatz. Aber trotzdem, es war brutal schwer, ihn überhaupt zu finden. Und wir haben dann, glaube ich, tatsächlich seine Wellblechhütte gefunden, wo er mit seiner Familie, ich glaube, zu 7 drin gewohnt hat. Und haben ihm dann das Crashpad gegeben. Der hat sich mega gefreut. Der hat natürlich nicht damit gerechnet. Der hat ganz paar Brocken Englisch gesprochen und wir wollten ihm dann sagen, in einer Woche, wenn wir fliegen, bringen wir dir das Crashpad. Und ich glaube, das hat er schon verstanden. Aber ich glaube nicht, dass er damit wirklich gerechnet hat. Genau, und dann große Freude, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, die Leute dort viele Leute auf der Welt haben nichts. Und dann war natürlich sowas wie ein Crashpad, was eigentlich ein absoluter Luxusartikel ist. Sowas in deren Besitz zu haben, das war halt was ganz Neues. Vielleicht wird es jetzt als Sofa verwendet. Genau, vielleicht wird es gar nicht als Kletterstuhl verwendet, aber ist ja auch egal. Richtig. Lass uns noch mal kurz zu deinen Jugendjahren zurückkommen, Frankenkader etc. Du hast es auch schon ein bisschen angesprochen. Du hattest einen hohen Ehrgeiz. Und wir haben ja auch immer so einen Ausspruch, eiserne Disziplin, was sozusagen eigentlich sehr positiv gewertet wird. Da gibt es keine Ablenkungen. Aber du hast eine ganz andere Erfahrung für dich gemacht. Du hast mir gesagt, das war wie ein Sportzwang. Also du musstest eigentlich immer was tun. Ne? Ja, es hat dann bei mir, glaube ich, Leute, die sehr diszipliniert sind, da schlägt es dann oft in eher so eine Zwangrichtung. Und da ist dann, ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen Disziplin und Zwang, den man, wenn man da drin steckt, nicht versteht, weil man setzt es immer gleich und denkt, je mehr ich mache, desto disziplinierter. Ich glaube auch von außen. Disziplin ist immer sehr erstrebenswert und ich war ganz überrascht, wie er gesagt hat, ich hatte so einen Zwang. Also du hattest keine Freiheit mehr in dir, oder? Weil einfach, glaube ich, der Großteil der Leute eher ein Problem in die andere Richtung hat. Genauso wie es jetzt beispielsweise mit dem Essen ist. Ne? Ich meine, Abnehmen wird ja von allermeisten als positiv gesehen, wobei es ja nicht immer positiv sein muss. Ja. Aber ich glaube, das wird einem erst bewusst, wenn man wirklich in die Richtung gegangen ist und wenn man sehr, sehr strikt ist mit dem, was man schon tut. Und ich war halt jemand, der da schon, egal was ich gemacht habe, ich war immer sehr fokussiert, also in der Schule oder im Sport. Deswegen war das für mich, das ist einfach, hat sich da in die Richtung entwickelt. Ich habe einfach immer mehr gemacht, habe dann auch das Gefühl gehabt, ich muss immer mehr machen, weil ich wollte, ich weiß nicht mal, ob es war, dass ich Profikletterer werden wollte, das glaube ich nicht mal. Aber für mich, ich wollte gut sein in dem, was ich mache. So wie auch in anderen Bereichen, ne? In So Griechisch. genau. Ja, genau. So wie auch in anderen Bereichen. Ja. Wobei ich dann schon gemerkt habe, okay, Klettern ist das, worin ich wirklich gut sein kann. Und deswegen habe ich immer mehr gemacht. Und daraus ist dann so ein bisschen der Zwang geworden oder auch so eine Last, dass wenn ich mal angefangen habe, irgendwas zu machen, dann musste ich das weiterführen. Da gab es dann zum Beispiel keine Phasen, dass man mal mehr trainiert, mal weniger trainiert, wie es halt ganz normal ist. So ein bisschen auf und ab und so eine Periodisierung im Training. Sondern da war es dann so, jetzt bin ich quasi, habe ich noch zusätzlich zu meinem Training 300 Sit-Ups gemacht an dem Tag. Das heißt, ich musste es jetzt jeden Tag durchziehen. Und dann ist es halt genauso passiert. Dann musste ich jeden Tag 300 Sit-Ups machen und dann sind irgendwann, keine Ahnung, noch Hangwagen dazugekommen und dann ist noch das dazugekommen und das und das und das. Und auf einmal stand ich dann da und habe das Gefühl, ich musste diesen kompletten Plan abarbeiten, damit ich zufrieden bin. Dass ich im Kopf sage, okay, passt, das ist okay, ich habe genug gemacht. Und das hat natürlich nichts mit Disziplin zu tun, weil das waren ja ganz oft Sachen, die mich ja vielleicht nicht besser gemacht haben im Klettern, auch wenn ich mir das damals gedacht hatte, sondern es waren ja auch ganz oft Sachen, die Energie weggenommen hatten, die ich dann nicht ins Klettern stecken konnte, weil ich einfach platt war. Aber das habe ich damals eben nicht so gesehen und es hat lange gedauert, bis ich unterscheiden konnte zwischen, das macht Sinn, das muss ich machen, auch wenn ich keine Lust habe vielleicht, das ist Disziplin. Ich kann entscheiden, was Sinn macht und es dann machen, auch wenn ich keinen Bock habe. Ja. Und Zwang gegenüber, ich kann nicht entscheiden, was ich mache, sondern ich muss das und das und das machen, egal ob es sinnvoll ist oder nicht, damit ich zufrieden bin. Und das heißt, wenn du jetzt gesagt hast, okay, ich mache 300 Sit-Ups, dann hätte der Alex von gestern auch sagen können zum Alex von heute, und jetzt machen wir 310 und 320 und 330. Genau, es ging halt immer weiter. Aber es ist ein bisschen auch das, was
du sagst, es ist in dir, aber ich finde es schon auch in unserer Gesellschaft, wo wir sagen, wir optimieren uns immer. Ja? Also es gibt ja immer und ich glaube, in diesem Optimieren kommt manchmal gar nicht drin vor, dass da Pausen drin vorkommen. Oder das, was du jetzt beschrieben hast, dass es mal, wenn es gestern so und so gut war, dass es durch ein Plateau oder durch eine Kompensation im Training auch mal wieder nach unten gehen kann, bevor es nach oben geht. Ne? Das wird irgendwie eliminiert. Ja, damit bin ich auch gar nicht klargekommen. Zum Beispiel, ich wusste damals schon, wenn ich jetzt beispielsweise eine Trainingssession hatte, die mega gut war und am Tag danach nochmal in derselben Halle war und ich hätte dann zum Beispiel, wenn ich schon gewusst hätte, ich würde dieselben Boulder wie gestern gar nicht hochkommen, dann würde ich die gar nicht probieren, weil ich Angst hatte davor, direkt zu sehen, gestern ging es, heute nicht. Weil das für mich irgendwie, auch wenn es ja komplett Blödsinn ist, war für mich dann ein Indiz, ich habe mich verschlechtert. Ja, Und es macht natürlich gar keinen Sinn, weil natürlich geht am nächsten Tag vielleicht nicht das, was davor geht, sondern manchmal hat man einfach einen guten Tag, manchmal einen schlechten Tag und das ist einfach so. Aber das konnte ich damals sehr schwer hinnehmen, also eigentlich gar nicht hinnehmen. Deswegen habe ich dann wirklich angefangen, auch teilweise Sachen, die ich mir vorgenommen hatte zu machen, nicht zu machen in meinem Training, weil ich gedacht hatte, es wird aber nicht genauso gut oder besser sein als letzte Woche oder als gestern oder als vorgestern und deswegen würde ich damit gar nicht klarkommen. Okay. Ja. Und ja, das ist irgendwie du sagst, es ist ein Zwang, das heißt, dieses Angst, ich nenne es mal Angst vorm Scheitern oder vor der Verschlechterung. Ja. Das ist ja etwas, was vielleicht ganz normale Kletterer wie ich auch kennen, so nach dem Motto, in die Tour gehe ich lieber nicht mehr rein, weil da kann ich ja nur scheitern, habe ich mal geschafft, mache ich jetzt lieber nicht mehr. Aber bei dir war es praktisch so, dass das wirklich, du hast dich dann schlecht gefühlt. Also das war etwas, das hat dich richtig niedergemacht. Das hat mich richtig niedergemacht, weil es war quasi genau entgegengesetzt des Ziels, was ich mir gesteckt hatte, quasi immer besser zu werden und immer stärker zu werden. Das wäre dann quasi direkt auf Papier, hätte ich dann gesehen, letzte Woche ging das, diese Woche ging es nicht. Und dann war das völlig egal, ob vielleicht letzte Woche ich einfach eine gute Woche hatte und diese Woche nicht oder ob ich letzte Woche vielleicht meine Haut nicht wehgetan hat und ich mich besser festhalten konnte, auch unterbewusst. Oder es letzte Woche 15 Grad kühler war. Das sind dann alles so... Was wir vorhin in der Eingangsmoderation hatten, sowas wie, es gibt keine Ausreden, kann da auch praktisch immer zurückschlagen irgendwie. Genau, und das hat auch massiv damals, als ich jünger war, zurückgeschlagen, weil ich gesagt habe, nee, es gibt keine anderen Ausreden. Die einzige Ausrede, die zählt, ist quasi, dass ich schwächer geworden sein muss. Und das war natürlich völliger Blödsinn, weil man wird von einer Woche auf die nächste nicht schwächer. Außer man trainiert natürlich so abartig viel, dass man sich im Keller trainiert, dann wird man vielleicht kurzzeitig mal schwächer. Aber letztendlich die Leistung von einer Woche auf die nächste wird sich nicht verändern, wenn man nicht irgendwie gravierend irgendwas komplett falsch gemacht hat. Aber es ist schon eine Persönlichkeitsreise, ne? Das alles zu erkennen in deiner Jugend. Wie hast du dich da verhalten und diesen Zwang und wie du jetzt da sitzt und das einfach ganz als normal erklärst. Natürlich gibt es Schwächeperioden. Natürlich, ich meine, ich sage ja nicht, dass ich dann damit auch gut klarkomme, auch heute noch nicht. Da tue ich mich immer noch schwer, wenn ich meine, ich habe auch schon gemerkt, dass es werden immer größere Schwankungen, je älter ich werde. Und die Perioden werden immer länger. Das heißt, es gibt dann halt, das ist dann nicht wie damals irgendwie ein Tag gut, ein Tag schlecht, ein Tag gut oder was. Beziehungsweise als ich jünger war es eigentlich jeder Tag ungefähr gleich gut. Und dann hat es irgendwann angefangen, da gab es einfach Tage, konnte ich mega gut Leistung erbringen und dann vielleicht eine Woche später gab es dann mal einen Tag, wo es irgendwie nicht so gut ging, aber das habe ich dann, das war jetzt nicht großartig anders, deswegen bin ich damit noch einigermaßen klargekommen. Aber jetzt merke ich schon, es gibt einfach Phasen, da geht es halt mal Wochen oder Monate, geht es einfach mega gut und ich fühle mich gut und habe irgendwie einen Peak. Und dann gibt es halt aber auch wieder Wochen oder Monate, wo es einfach nicht so gut geht, obwohl ich nicht weniger trainiere oder nicht irgendwas gravierend anders gemacht habe, sondern das gibt es einfach. Und das ist manchmal auch nicht zu ergründen, ne? Manchmal komplett ohne Begründung, ja, oder nicht zu erklären. Ja. Und damit muss man einfach versuchen, klarzukommen. Ich wollte was zum Schmunzeln noch sagen zu dem Thema eiserne Disziplin oder Sportzwang. Dicky hat mir mal verraten, er war mit dir in Kalymnos und während er in der Nacht mal aufgestanden ist, hattest du anscheinend am Tag vorher nicht genug geklettert. Und er hat dich irgendwie unter dem Tisch hängend Hangwagen machen sehen. Also das ist dann die Folge sozusagen. Genau. Das war quasi,
Ich hatte damals auch eine Routine angefangen, wo ich jeden Abend halt 5 Hangwagen gemacht habe. Und ich musste die dann auch machen, damit ich ins Bett gehen konnte. Und die habe ich dann Das auch, war wie diese Tickliste im Kopf, ganz genau. ich muss das tun. Und die habe ich dann auch gemacht, als ich war dann ab und zu mal mit Patrick, der ist ja immer eher so zur späteren Stunde noch wach, waren wir auch immer mal wieder im Kino irgendwie, wo dann die letzte Vorstellung um 10:30 losging und um 1 vorbei war. Und als ich dann um 2 zu Hause war, habe ich noch 5 Hangwagen gemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und das war eben damals auch noch die Phase, wo ich dann auch das Gefühl hatte, jetzt erst recht, weil ich halt wenig geklettert habe auf Kalymnos oder nicht zufrieden war mit dem, was ich gemacht habe. Und dann musste das halt noch gemacht werden. Also für dich war das im Kopf dann keine Belohnung, hey cool, jetzt habe ich sogar das, was ich mir vorgenommen habe, geschafft, sondern das war eher ein, ja muss ich ja eh machen. Ja. Weil ich habe ja vorher zu wenig gemacht. Ganz genau. Ja. Und natürlich, je weniger, ich habe dann auch ganz oft von der Kletterleistung abhängig gemacht, wie meine Laune ist und auch wie viel ich esse beispielsweise oder wie viel ich danach noch trainiere. Ja? Also wenn ich halt irgendwie eine Route durchgestiegen bin, was ja letztendlich unbedeutend war, dann konnte ich auch guten Gewissens essen und dann konnte ich auch, sage ich mal, guten Gewissens nur 5 Hangwagen machen und danach ins Bett gehen. Und wenn ich mich halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Route nicht hochgekommen bin, dann habe ich mich auch schlecht gefühlt zu essen. Dann habe ich ja irgendwie dann anstatt 5 Hangwagen halt 10 Hangwagen gemacht. Um das irgendwie auszugleichen im Kopf sozusagen. Obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht, weil das eine hatte mit dem anderen absolut gar nichts zu tun. Sagt die Ratio, ja. Sagt die Ratio, genau. Aber ich glaube, das musste man dann erst verstehen. Ja. Du hast das Essen gerade angesprochen und auch in deinem Buch Frei am Fels kommt es auch deutlich zur Sprache. Für dich war ja sowas, ich habe es mal so ausgedrückt, die magische 50. Ich glaube, du hattest dann einfach sowas, wenn ich 50 Kilo wiege, dann ist es gerade noch okay, drunter ist besser. Genau. Also du hattest ein Thema mit dem Gewicht, das thematisierst du auch in dem Buch und das finde ich auch bewundernswert, weil im Endeffekt warst du magersüchtig da. Ne? Auf jeden Fall. Also ich war ganz klassisch. Aus diesem Leistungsgedanken. Ja, ich weiß nicht mal, ob es zwangsläufig nur aus dem Leistungsgedanken war. Ich glaube schon natürlich auch ein Stück weit. Aber auch einfach, weil ich ganz klassisch, ich wollte athletisch aussehen und ich wollte nicht dick sein. Und der Kopf spinnt sich dann die krassesten Sachen dort zusammen. Und man hat dann. Ist natürlich auch ganz klar abhängig vom Gewicht. Natürlich. Also das ist ein Faktor, ja. Für mich war das dann so, quasi, wenn ich 49,9 Kilo wiege, ist alles in Ordnung. Wenn ich 50,1 wiege, bricht quasi fast die Welt zusammen und habe mir dann auch sofort eingebildet, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, es muss daran gelegen haben, dass ich jetzt 200 Gramm schwerer war. Ja, was natürlich kompletter Blödsinn ist, weil jetzt stehe ich da und stelle mich gar nicht auf die Waage und wiege wahrscheinlich irgendwie zwischen 60 und 65 Kilo, geht halt hoch und runter, je nachdem, wie viel ich trainiere. Und ich habe gemerkt, wenn ich halt mehr trainiere, vor allem halt so Kraftsachen, nehme ich halt zu. Und wenn ich Kreatin nehme beispielsweise, wenn ich einfach nur noch klettern gehe, baue ich ein bisschen Muskelmasse, die ich mir durchs reine Krafttraining aufgebaut habe, halt wieder ab. Was auch völlig normal ist. Aber das Gewicht ist nicht mehr, dass ich sage, das war jetzt der Ausschlag, warum ich jetzt gut war oder schlecht war, sondern es gibt einfach halt gute oder schlechte Tage und die sind Gewicht unabhängig. Das ist das, was ich vorhin im Intro meinte, diese Reflexionsfähigkeit. Das ist echt bewundernswert, weil ich mir denke, das ist schon etwas, das dann auch zu erkennen, wenn man mal so sehr daran geglaubt hat, als es nur das ist. Und wir haben ja schon auch ein Syndrom oder eine Störung, dieses Red S-Syndrom, was ja auch thematisiert wird bei den Kletterwettkämpfen, Alex. Ist auch ein wichtiges Thema, ja. Also das ist ja etwas, das ist jetzt nicht etwas, was dich als Einzelne betrifft, weil du sagst, ich habe meine Mentalität ist so, sondern das ist ja wirklich in den gesamten, bei den Wettkämpfern ist es ja wirklich so, dass wir junge Athleten eigentlich in eine kritische Situation bringen. Also was bedeutet das, wenn du dieses Red S-Syndrom hast, also diese Magersucht? Ja, ich glaube, da könnte dir wahrscheinlich der Volker viel besser was drüber erzählen. Ja. Er hat natürlich auch mit vielen Leuten zu tun gehabt. Er ist Volker Schöffel. Ja, Volker Schöffel, genau. Er ist ja Teamarzt schon seit, keine Ahnung, Jahrzehnten, glaube ich. Ich glaube, der hat auch bei der IFSC das mal angeregt, dass bei den Wettkämpfen eine Kontrolle des Gewichts da ist. Er war ja in der Medical Commission der IFSC. Er ist dann aber jetzt vor, ich glaube, 2-3 Jahren dort ausgetreten, weil er eben gesagt hat, er kann es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, dass letztendlich nichts gemacht wird und er zwar sämtliche Protokolle erstellt hat, um so Sachen zu verhindern, aber die einfach nicht implementiert werden.
Und letztendlich gibt es ganz viele Athleten, die dieses Problem haben. Also wenn man sich den Weltcup anguckt, ich glaube, bei Frauen ist es immer ein bisschen leichter zu sehen und auch festzustellen, indem man einfach sagt, okay, die haben keine Periode. Ist einfach so. Und ich würde jetzt mal schätzen, von den Top 30 Damen im Weltcup haben wahrscheinlich 20 ihre Periode nicht oder Genau, das unregelmäßig. sind ja Auswirkungen jetzt nicht, wo man sagen kann, also um das mal vielleicht von der Dramatik her auch, es ist nicht so, dass man sagt, naja, dann kümmerst dich jetzt halt um das Problem. Ich mag es mal ganz flapsig, ich gehe in die Klinik und dann wird das schon wieder, sondern es hat ja Auswirkungen, die weit ins spätere Leben reingehen. Ne? Auf jeden Fall. Und zwar je länger es geht, desto größer die Auswirkungen. Und die Sache ist die, wenn man da mal irgendwie mal so richtig drin ist, dann da wieder reinzukommen, das dauert ja auch. Ja. Also bei mir hat es ja auch Jahre gedauert. Das wollte ich dich gerade fragen. Wie ist es dann gelungen, aus dieser Zwanghaftigkeit und auf den Fokus auf das Gewicht rauszukommen? Es hat sehr lang gedauert und es ging immer wieder auf und ab und einfach, ich glaube, man muss viele Erfahrungen machen, wo man realisiert, dass das Gewicht vielleicht nichts mit der Leistung zu tun hat und sich dann auch dessen bewusst macht, dass man, obwohl man jetzt theoretisch auf der Waage schwerer war als noch vor einem halben Jahr, trotzdem immer noch genauso gut oder besser klettert. Ja. Ich glaube, entscheidend war da auch, wir haben vorhin über Patrick und Dicky geredet, die, glaube ich, haben dann irgendwann auch mal zu dir sogar gesagt, ey, wir gehen nicht mehr mit dir klettern. Ne? Ja, also es war halt letztendlich auch außen dann, die Konsequenz, dass sie gesagt haben, okay, sie gehen gerne mit mir, treffen sich so und unterhalten sich und machen was anderes, aber sie gehen nicht mit mir klettern, weil das für mich etwas war, was mir so wichtig war, das Klettern gehen, mit den beiden auch, dass ich gecheckt habe, das ist eine Konsequenz, die hat Auswirkungen. Ja. Und ich muss was ändern, wenn so Leute, die quasi mir so wichtig waren in meinem Leben, sagen, ich habe da ein Problem und ich muss daran arbeiten. Und die Konsequenz, um dieser Konsequenz zu entkommen, musste ich quasi auch dieses Thema in den Griff bekommen, damit ich weiter klettern gehen konnte. Okay. Danke dir, Alex. Sag mal, eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Wenn dein damaliges Ich heute im Raum sitzen würde, was würde denn der heute 32-jährige Alex zu ihm sagen? Das habe ich mir schon oft überlegt. Und es ist brutal schwer, weil ich weiß ganz genau, ich kenne mich ja von damals. Ja. Egal, was ich gesagt hätte, es wäre komplett bedeutungslos gewesen. Weil ich glaube, der einzige Weg, was ich hätte machen können und was ich meinem jüngeren Ich hätte erzählen können, ist, ich hätte mit ihm klettern gehen müssen und ihn sowas von den Grund und Boden zersägen, mein jüngeres Ich, dass ich damals gecheckt habe, okay, man kann auch in Anführungszeichen dick sein und trotzdem schwer klettern. Ja. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, der einzige Weg gewesen. Dass mir quasi direkt vor Augen geführt wurde, da ist jemand, der sieht viel mehr aus, so wie ich eigentlich aussehen würde als ich. Ja. Also ich war quasi damals habe ich mir vorgestellt, ich möchte athletisch aussehen, ich möchte kraftvoll sein, ich möchte aber schwer klettern. Und das sind natürlich alles so Parameter, die lassen sich nicht vereinbaren, wenn man magersüchtig ist. Also vor allem, man wird nicht kraftvoll aussehen, wenn man, weiß nicht, keine 50 Kilo wiegt. Ja. Und ich glaube, ich hätte einfach jemanden sehen müssen, der deutlich athletischer ist als ich damals und trotzdem noch viel schwerer klettert als ich damals. Ich glaube sogar, zumindest von der Athletik her, den hast du damals auch getroffen mit dem Felix Neumarker, oder? Ja, genau. Deine besten Freunde. Ne? Genau. Der schon auch eine sehr athletische Figur schon hatte. Ne? Er war damals, ich glaube, der krasseste Typ, den die Kletterwelt je gesehen hat. Ohne Witz. Ja. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Der ist damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, irgendwie bei einem Jugendkader-Treffen in der Schweiz. Da war ich dann, das war mein erstes Jahr im Nationalkader, 2008. Und wir haben dort ein Teamtrainingslager gemacht in der Schweiz. Und seine Schwester, Felix' Schwester, die Lulu, war damals auch noch im Jugendkader. Die war genau 3 Jahre älter als ich. Und dann ist dort eben der Felix vorbeigekommen, mal für ein paar Tage und war mit uns klettern. Und ich habe mir nur gedacht, was ist das für eine kranke Maschine? Der sah komplett wie ein Bodybuilder aus und hat irgendwelche, gefühlt im feinsten und schönsten aller Stile, irgendwelche 8Bs über den Haufen geprügelt, aber richtig schön. Also da war kein Ruckler, gar nichts. Der ist da so sauber und flüssig durchgeklettert, dass ich mir dachte, wer ist denn das bitte? Und das war schon auch jemand, mit dem ich viel über das Thema gesprochen habe und von dem ich viel gelernt habe. Also man braucht schon auch einfach
viele Menschen außenrum, du musst dir natürlich selber helfen, aber die Menschen außenrum sind schon auch entscheidend. Auf jeden Fall. Und ich meine, Felix war damals ja viel schwerer als ich. Er war austrainiert, aber war nicht groß. Ne? Er war, ich glaube, der ist 1,71 oder so, also nicht groß, ne? Aber hatte damals schon, dass eigentlich sein BMI an der Grenze zum Übergewicht war. Tatsächlich? Ja, aber das hat ihn einfach nicht gekümmert. Ja, weil er hatte ja trotzdem nur irgendwie 4% Körperfett oder so oder 5%. Also er war austrainiert wie sonst was, obwohl er eigentlich wenig drauf geachtet hat. Und es war jemand, der quasi für mich damals jenseits der 65 Kilo, dachte ich mir, mit so einem Gewicht könnte ich ja überhaupt nicht mehr klettern. Ja. Und hat trotzdem die kleinsten Griffe festgehalten, die es halt damals so in den Routen gab. Und da dachte ich mir, ja, krass, also es scheint ja auch irgendwie zu gehen. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Alex, vielen, vielen Dank für den Einblick. Und ich freue mich, dass du da so gut rausgekommen bist aus so einer schwierigen Situation mit der Hilfe von vielen, vielen Menschen. Hat lange gedauert, aber besser zu spät als nie. Richtig. Und du hast ja auch ganz viele Wettkämpfe geklettert. Und ich möchte mal so einen Einblick in dieses glamouröse Leben der Wettkampfkletterer. Also das muss ja der Hammer sein. Ne? Also Hotels en masse, ich glaube, es ist richtig, richtig cool. Und ich habe es in der Moderation auch gehabt. Es gab mal einen Wettkampf in Bulgarien und ich glaube, der beschreibt es ganz schön, wie denn so ein Wettkampf eigentlich abläuft. Ja, in Veliko Tarnovo war das. Ja. Das war damals ein Jugend-Europacup und da sind wir dann mit dem Team damals hingeflogen. Und Dicky war auch dabei als zusätzlicher Trainer. Hat ja dann auch immer wieder und Patrick und Dicky auch immer wieder was mit dem deutschen Team gemacht und sind auch immer mal wieder mit als Zusatztrainer. Und ja, ich meine, natürlich hat sich die Zeit geändert und so weiter, aber ich glaube, glamourös ist am Wettkampfleben und am Wettkampfklettern erstmal absolut gar nichts, außer vielleicht die 5 Minuten, die man auf der Bühne ist und alles cool aussieht. Ja, das ist immer das, was man halt sieht im Fernsehen. Genau. Ja, wie cool. Ja. Aber damals war das halt in einer alten Turnhalle, wo eine Kletterwand drin gestanden ist, die irgendwie 12 Meter hoch war. Also brutal niedrig und es gab keine wirkliche Aufwärmzone, es gab keine wirkliche Isolation. Und es war einfach... Weißt du noch die Anzahl der Zuschauer? 0. Ja. Also ich glaube, die Anzahl der Zuschauer war die Trainer und die Begleiter und die anderen Athleten. Aber dass da wirklich jemand zum Zuschauen ist, glaube ich, da war wirklich fast keiner zum Zuschauen. Und das war halt eine ganz andere Welt. Da war sogar hier am Eingang der Sporthalle war so ein Schild gestanden. Da war eine Spritze drauf und die war durchgestrichen. Also quasi so ein bisschen... kein Doping. Genau, kein Doping. Also, um mal deutlich zu sagen. Genau, richtig. Also es war... Ich glaube, du musstest dann auch zur Dopingkontrolle, oder? Ich musste dann zur Dopingkontrolle, genau. Mit dem damaligen Arzt, der irgendwie noch, während er die Dopingkontrolle gemacht hat, irgendwie da eine Kippe geraucht hat. Und, nee, oder? Ja. Die dann auch noch irgendwie, als ich da in den Becher pinkeln musste, die neben mir noch ins Klo geschnipst hat, den Zigarettenstummel. Okay. Und das waren halt komplett andere Sachen. Und natürlich läuft alles professioneller ab heute und so weiter. Aber ich glaube auch trotzdem, dass das Wettkampfklettern nicht so schön ist, wie sich die allermeisten vorstellen. Und auch, obwohl wir jetzt ja Olympische Spiele haben und dabei sind beim Klettern, ist es auch nicht so professionell, wie sich die meisten vorstellen. Also ja, wir sind jetzt eigentlich hier im deutschen Team wieder da angekommen, dass Athleten ihre Reise zu Wettkämpfen und ihre Wettkampfkosten selber übernehmen müssen. Was totaler Witz ist, wenn man sich dann gesamtgesellschaftlich einfach Medaillen erhofft und erfolgreiche Leistungen. Ne? Also funktioniert natürlich nicht. Konterkariert sich komplett. Ja. Und man sieht ja auch, wie das deutsche Team jetzt in den letzten Jahren immer weiter sich verschlechtert hat. Also ich meine, wir waren mal irgendwie ein Team, was sich erhofft hat, irgendwie im Medaillen- oder im Team-Ranking aufs Podium zu kommen. Jetzt sind wir weiter entfernt, als wir jemals waren, seitdem ich dabei bin und seitdem ich das mitbekommen habe. Also da machen andere Nationen mehr, viel mehr. Da fließt auch mehr Geld in andere Nationen. Die haben bessere Einrichtungen, die haben besseren Routenbau, die unterstützen ihre Athleten deutlich besser. Und das Umfeld muss natürlich passen. Ne? Das Umfeld muss passen und es nicht, genau. Man sieht natürlich auch, wie es dann dementsprechend schlecht läuft, weil es wird immer professioneller und man kann natürlich auch, wenn man da nicht mithält, auch mit den Athleten, mit den anderen Nationen nicht mithalten. Klar. Ja, dann ist natürlich die Erwartungshaltung einfach verkehrt, ne? Wenn ich die Strukturen einfach nicht stütze und die weiter ausbaue. Aber du hast gerade das Thema Preisgeld oder Geld angesprochen. Ich glaube, du warst mal in Montreal und
Du hast weniger Preisgeld bekommen als dein Trainer damals. Der hat $70 verdient. Weißt du noch, wie das passiert war? Naja, der hat doch irgendwie beim Kicker-Turnier mitgemacht, oder? Das ist unfassbar, ja. Das war auch schon vor 10 Jahren. Stimmt, ja. Ja, weil ich hatte nämlich, ich habe damals schon auch Preisgeld verdient. Schon, oder? Ja, ja. Das war bestimmt mehr als $70. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe sogar damals den Wettkampf gewonnen und ich glaube, ich bin da mit 2000 kanadischen Dollar raus. Aber ich glaube, Dicky hat seine $70 natürlich schon vor mir gewonnen gehabt, weil es irgendwie vor dem Finale war oder was. Okay. Also, genau, da waren wir in Montreal damals. Beim Blockshop Open hieß der Wettkampf. Blockshop Open. Genau. Ja. Aber man sieht, ne, wenn man so ein bisschen breiter aufgestellt ist, kickern kann etc., ne, dient dann auch vielleicht zum Lebensunterhalt. Wie gesagt, ich glaube, außer man ist vielleicht jetzt Janja Garnbert, ist Wettkampfklettern, zumindest von den Preisgeldern her, eher eine Hobbybeschäftigung als wirklich ein Beruf. Ja. Weil damit man rein von Preisgeldern leben könnte, müsste man eigentlich jeden Weltcup gewinnen. Und selbst dann ist es echt sehr knapp. Ja. Und ich meine, das ist quasi eher unmöglich. Schon Wahnsinn, wie die Sportarten so ungleich verteilt sind. Ne? Ja. Also das ist wirklich irre. Apropos, weil du gesagt hast, ich glaube, du hast gewonnen in Montreal. Da kann es ja auch manchmal was dagegen geben. Also du hast mal etwas erlebt, wo du am letzten Griff, glaube ich, nach unten gezogen worden bist. Ja. Aber was ist passiert? Das war bei der Qualifikation bei der EM in Hachioji 2019 in Japan. Das war dann unter anderem auch Teil der ersten Olympia-Qualifikation, wo ich mich dann auch qualifiziert hatte. Ja. Aber abgesehen von der Olympia-Qualifikation war es einfach eine ganz normale WM. Und ich bin da angetreten im Lead Speed Bouldern, weil da damals der Dreikampf quasi war. Und ich glaube, der zweite oder dritte Starter in der einen Route, also wirklich ganz, ganz früher Starter. Und war dann auch der Erste, der die Route getoppt hat, aber auch nur glücklicherweise am Ende, weil ich bin relativ easy bis zum Top gekommen. Und dann hat mein Sicherer, das war so ein älterer Japaner, ich denke mal, der wird um die 60 gewesen sein oder was, der hat, damit er mich oben sieht, zu hoch geguckt und ist immer weiter zurückgelaufen. Immer weiter von der Wand? Immer weiter von der Wand und man hat immer von so einem Podest gesichert, also die Wand steht auf dem Podest. Und er ist dann, gerade als er mir Seil ausgegeben hat fürs Umlenker einhängen, ist er von dem Podest runtergefallen und hat mich quasi fast mit runtergezogen. Ich habe dann noch, ich meine, der Topgriff war keine Kelle, das war so eine Leiste, die auf dem Volumen drauf gespackst war. Ich habe dann quasi mit all meiner Erfahrung, die ich aus dem Fingerboarden die letzten 10 Jahre gesammelt hatte, habe ich mich da festgehalten, damit ich da nicht falle, weil sonst wird es wahrscheinlich Technical Incident geben, würde bedeuten, ich muss halt nochmal klettern. Obwohl ich eigentlich ein sicheres Top hatte, hätte ich nochmal klettern müssen. Aber Gott sei Dank habe ich nicht losgelassen und dann haben sie ihm aufgeholfen, dann konnte ich noch einhängen und dann haben sie mich abgelassen. Wahnsinn. Also okay, gegen den Sicherer auch noch partizipiert. Respekt, der Wahnsinn. Du hast gerade schon gesagt, ja, das hat sozusagen das Fingerboard-Training gemacht und dadurch war viel Erfahrung da. Du warst aber irgendwann auch gezwungen, tatsächlich deinen Stil, wie du Klettern eigentlich gelernt hast, sehr, sehr statisch, den tatsächlich zu ändern. Wie kam das da dazu? Ich glaube, es kam einmal dazu, dass ich halt immer wieder an Grenzen gestoßen bin durch meinen statischen Stil. Bei Wettkämpfen war es sehr, sehr offensichtlich, weil schon damals hat es angefangen, dass Wettkampfrouten immer dynamischer geworden sind, dass man auch, sag ich mal, beherzt losziehen musste, um am nächsten Griff anzukommen, was ja dann auch bedeutet, dass man ein Stück weit Kontrolle abgibt. Ja. Und ja, ich glaube dadurch, also es gab ein einschneidendes Erlebnis in Valence damals, bei meiner ersten Jugend-WM. Da bin ich an so einem kleinen Schnapper jämmerlich verhungert, im wahrsten Sinne des Wortes quasi. Und hing da, glaube ich, 1,5 Minuten und habe diesen Zug nicht hingebracht, weil eben halt ein bisschen weiter war, als was ich blocken konnte. Ah, okay, das war dann praktisch wirklich, wo du die Kontrolle abgeben musstest Genau. für den Zug, wirklich einen Sprung eigentlich zu machen? Und es war ja nicht mal ein wirklicher Sprung, wie man sich das jetzt heute vorstellt. Das war wirklich so ein schnelles Losziehen, eigentlich in einen ganz guten Griff. Aber ich wollte es nicht machen, weil ich wollte es unbedingt statisch machen, was aber nicht ging. Und dann bin ich halt dadurch deswegen rausgefallen und bin dann eben von einem 3. Platz, den ich nach der Quali war, halt abgerutscht auf den 6. Platz, also den letzten Platz im Finale. Und habe dann schon gemerkt, okay, ich habe massive Schwächen, wenn es um so Kontrolle abgeben geht, dynamisch ziehen, weite Züge. Und das habe ich mir dann zum Ziel gesetzt, dass ich das trainieren muss und das machen muss. Wow.
direkt an dem Wettkampf oder als Ergebnis schon sozusagen inneres Gespräch mit dir, hey, das ist jetzt zu Ende? Es war mir dann direkt schon danach klar und ich war halt danach auch einfach, ich konnte ja wenig dynamisch ziehen, weil ich einfach sehr, sehr dünn war und sehr, sehr kraftlos. Ja. Das war mir damals gar nicht so bewusst, das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Klar, mein initialer Gedanke damals war, ich muss Krafttraining machen, ich muss weite Züge, muss ich perfektionieren. Und habe dann, so hat es dann auch angefangen, dass ich dann später irgendwann im Café Kraft, davor halt irgendwie an der Wand in Erlangen, ich habe versucht, immer weite Züge zu machen. Und das ist ja auch so ein bisschen dann mein Style geworden, vor allem an der Holzwand, irgendwie weite Züge an Zangen. Und das kam eben dadurch, dass ich mir halt wirklich zum Ziel setzen wollte, ich muss gut in weiten Zügen werden. Aber es ist schon wieder diese Reflexionsfähigkeit, ne? An was scheitert's? Okay, dann ändere ich das. Das ist übrigens das, was der Felix Neumarker im Vorgespräch mal als deine absolut größte Fähigkeit gesehen hat. Also diese Änderung des Stils, weil das hört sich jetzt, wir reden jetzt so trivial darüber, aber das sind ja eingeschliffene Engramme und Muster. Die über 10 Jahre. Genau, und das zu ändern, das ist schon... Ja, und das war auch ein langer Weg. Also ich meine, ich habe früher halt viel an einer Wand trainiert, die einfach quasi planüberhängend war. Keine Strukturen, keine 3D-Sachen. Und es gab halt kein Matchen. Dazugreifen war quasi verboten. Heelooken war verboten. Und so habe ich halt 10 Jahre trainiert. Ja. Und dann bin ich natürlich am ersten Weltcup angekommen. Und Heelooken habe ich quasi gar nicht gemacht. Oder so schlecht gemacht. Ich meine, ich bin bei Weltcups beim Bouldern abgefallen, weil ich bei irgendwelchen Griffen nicht dazugegriffen habe, weil ich vergessen habe, dass es erlaubt ist. Und ich glaube, das ist auch das, ne, wenn das Training sozusagen dann diese Limitierungen hat, die dann eigentlich schädlich sind für das, was du im Wettkampf brauchst, ne, dann... Und dann habe ich festgestellt, okay, ich meine, ich bin zwar stark geworden und es hat auch seinen Nutzen gehabt, sage ich mal, weil ich bin fit geworden und es war gut, aber ich muss auch lernen zu bescheißen, in Anführungszeichen, was ich damals halt als bescheißen irgendwie deklariert doppeln, hätte. das gilt nicht. Genau, doppeln, Heelooken und dann habe ich da echt angefangen und habe auch so ein bisschen einen kompletten Wandel meines Kletterstils vollzogen und habe ganz viele so Sachen auch einfach bewusst im Training eingebaut, dass ich das wirklich machen muss. Habe ich gesagt, okay, ich kann zwar jetzt irgendwie da nicht doppeln, aber ich mache jetzt einfach mal Boulder, wo ich jeden Griff doppeln muss. Oder ich mache jetzt Boulder, wo ich nur noch Heelooken, ich muss bei jedem Zug Heelooken, lauter so Zeug. Und das war schwierig, aber das hat mich dann auch im Endeffekt zu einem besseren Kletterer gemacht, also zu einem viel kompletteren Kletterer, weil klar, natürlich steht man draußen hauptsächlich mit der Spitze, aber es ist ja nicht so, dass es draußen keine Heelooks gibt und dass man keine Griffe doppeln darf. Ja, richtig. Also es ist aber auch wieder das an den Schwächen dann arbeiten. Ne? Auf jeden Fall, das war eine große Schwäche, da musste ich viel dran arbeiten. Du hattest 2011 deinen letzten Wettkampf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war mit 18 Jahren. Ja. Und dann hast du beschlossen, warum ist es der letzte Wettkampf? Du warst erfolgreich. Ich war erfolgreich, aber ich glaube, ich habe in der Jugend halt alles immer gewonnen, bis auf die Jugend-WMs, was mich massiv aufgeregt hat. Aber ich habe da keinen weiteren Fortschritt für mich gesehen. Klar, natürlich gab es Erwachsenenwettkämpfe, aber irgendwie hat mir das Wettkampfklettern damals nicht mehr so viel gegeben, weil ich eigentlich aus jedem Wettkampf fast frustriert rausgekommen bin, aus den ganzen Jugendwettkämpfen. Zumindest. Das, was du vorher schon gesagt hast, ne? Halbes Jahr in der Halle und dann fehlt dir irgendwie das Draußensein. Genau, und dann war ich irgendwann fertig mit der Schule und dann kam quasi die Frage auf, okay, jetzt nochmal eine Wettkampfsaison machen und dann ging es ja aber auch schon, das war dann quasi genau damals, wo man dann in die Erwachsenen irgendwann übergegangen ist und ich musste mich dann entscheiden zwischen, ich versuche voll auf dieses Wettkampfklettern zu gehen und bei den Erwachsenen irgendwie mich zu etablieren und dann muss ich aber auch viel in der Halle trainieren und viele Wettkämpfe machen. Oder ich lasse die Wettkämpfe erstmal sein und gehe Felsklettern. Und das war dann die Entscheidung, die ich getroffen habe. Die im Nachhinein auch goldrichtig war. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das war genau richtig. Das war es auch. Also von der Art und Weise, was für dich Klettern bedeutet. Ja. Und dann bin ich halt nach dem Abi erstmal Felsklettern gegangen. Sehr schön. Aber du hast auch noch was anderes gemacht. Du hast nämlich beschlossen, deine Ernährung auch umzustellen. Ja. Und wenn ich da das Stichwort Harzer Käse sage, dann weißt du, was ich meine, oder? Also du hast ja da viel Fleisch und Harzer Käse gegessen, ne? Genau. Was war der Grund, diese Ernährungsumstellung zu machen?
Ich meine, ich habe mir halt damals gedacht, irgendwie Proteine sind wichtig. Wurde ja damals auch mal alles immer groß gesagt, ne? Wenn man halt Muskeln aufbauen will, braucht man Brauchst du Proteine. das? Ja. Und ich habe dann wirklich, ich war dann, glaube ich, raus aus diesem, ich muss so wenig essen wie möglich, weil ich dann schon über diesen Punkt drüber war und ich schon gemerkt habe, okay, ich wiege über 50 Kilo, ich kann immer noch schwer klettern und ich habe auch das Gefühl, dass es noch mm, dass ich noch Fortschritte machen kann, irgendwie in Sachen Athletik, in Sachen kraftvollem Klettern. Und da habe ich dann angefangen. Ja, das war für mich dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, das war dieses Mindset, dass ich dünn bleiben muss, gecheatet, weil Proteine zählen ja nicht, weil Proteine, die gehen ja automatisch nur in Muskeln über. Ja. Und so habe ich dann angefangen. Da war dann halt Quark, Magerquark, Harzer Käse, Fleisch. Das habe ich die ganze Zeit gegessen. Also wirklich ununterbrochen. Es gab dann damals bestimmt, und da habe ich dann auch mehr und mehr mit Chris gemacht. Und Chris Hanke? Genau. Ja. Und da haben wir wirklich, also es gab dann, glaube ich, keinen Tag, wo nicht mindestens 500 Gramm Quark irgendwie reingelöffelt wurden und eine ganze Packung Harzer Käse. Und so ging das halt dann Jahre weiter. Und jetzt ernährst du dich, ich glaube seit 2017, musst du mir sagen? Nee, es war später. Später? Ja, das müsste erst seit 2019 gewesen sein. Okay, und da Ja. ist es so eine, hast du gesagt, vegane Ernährung. Also ich finde es ja spannend, dass erstmal so dieser Wechsel ist, ne? Weil es ja oft sowas mit einem Gefühl zu tun hat, nur das ist das Richtige. Genau. Und das hatte ich schon, glaube ich, wie oft ich das schon in meinem Leben hatte, wo ich gedacht habe, nur das ist das Richtige. Da gab es dann irgendwie dieses ganz früher, Fett ist schlecht. Und dann habe ich nur Kohlenhydrate gegessen und habe wirklich nichts anderes mehr gegessen. Und dachte mir, okay, alles, was Fett ist schlecht. Und dann hat es irgendwie komplett geändert. Und dann habe ich halt viel so proteinhaltig gegessen, aber natürlich ist an Fleisch und so weiter auch Fett dran. Und dann war so, ja, Protein ist das Richtige. Ich muss das essen. Und habe dann wirklich noch, glaube ich, bis 2018 gesagt, vegan ernähren, das ist der komplette Blödsinn. Beziehungsweise ich will es nicht vegan ernähren nennen, sondern eher pflanzenbasiert. Weil vegan ist ja dann gleich wieder dieses Label, dass man sich vegan nicht nur ernährt, sondern auch lebt. Das heißt, man darf nichts mit tierischen. Ja. Genau, also sobald ich dann habe gesagt, ja, aber du hast ja einen Schuh an, da ist ja Leder dran. Ah, okay, das ist dann eher eine gesamte Einstellung. Okay, ich würde es jetzt gerne nur aufs Essen beziehen. Nur aufs Essen ich verstehe, beziehen. oder wir einigen uns drauf. Dann ist es nur aufs Essen bezogen. Aber für dich war es ja dann auch wirklich wie eine Erleichterung. Also wir hatten darüber gesprochen, dass du auf einmal mehr essen kannst. Für mich ist es ja immer so, dass es wie halt, dann darfst du das nicht mehr und das darfst du nicht. Also es ist eine Verbotsliste, die da kommt. Genau. Und du hast einen ganz anderen Blick darauf. Ne? Es war auch am Anfang, ich habe das ja quasi, als ich damals in Kentucky war, in allen Plätzen, wo es natürlich vegan gar nichts gab, habe ich das dann von heute auf morgen umgestellt auf eine vegane Ernährung, wusste aber gar nicht, was ich machen soll. Habe deswegen einfach alles, was halt nicht vegan war, aus meiner Essensliste gestrichen. Und dann war es natürlich total langweilig und total blöd. Und habe dann irgendwie danach, nach 3 Monaten gesagt, ja okay, das Vegane ist nichts für mich. Habe dann wieder angefangen, Fleisch zu essen, Fisch zu essen, auch Käse zu essen. Aber was ich dann schon nicht mehr gemacht habe, war Milch trinken, weil das konnte ich nicht mehr. Ich habe dann 3 Monate in Kentucky, von allen Plätzen, habe ich dann Sojamilch irgendwo noch gefunden gehabt und habe dann wirklich meinen Tee morgens immer 3 Monate mit Sojamilch getrunken und danach konnte ich auf Kuhmilch nicht mehr umstellen. Also das hast du richtig geschmeckt? Das oder hat mir geschmeckt. Das hat mir nicht mehr geschmeckt, Okay. genau. Also ich habe das dann probiert und es hat sich angefühlt, als wäre die Milch vergammelt. Und das ging dann nicht mehr. Aber das ganze andere habe ich dann schon gemacht. Also ich habe dann immer noch Quark gegessen und immer noch irgendwie Harzer Käse und Fleisch und Fisch und so weiter. Und dann habe ich über das nächste Jahr, also über 2020 hin, Stückchen für Stückchen übers Jahr verteilt, das langsam umgestellt. Dann habe ich dann irgendwie kein Fleisch mehr gegessen für ein paar Monate und das hat mich dann auch nicht großartig gestört, sondern kein Fisch mehr. Und dann das Schwerste, glaube ich, war dann am Ende keinen Käse zu essen. Aber das hat dann auch irgendwann gut funktioniert und mir war aber bewusst, dass ich es nicht machen konnte wie beim ersten Mal, einfach Sachen streichen und die nicht ersetzen mit irgendwas anderem. Deswegen habe ich mich halt viel informiert, viel gelesen, Sachen im Internet nachgeschaut und habe dann ganz viele Lebensmittel für mich entdeckt, die ich vorher, als ich quasi in Anführungszeichen alles gegessen habe,
nie gegessen hatte, weil ich halt meine Routine hatte mit denselben 3 Gemüsesorten, mit demselben Fleisch, demselben Quark, demselben Harzer Käse. Und habe dann irgendwann gemerkt, ach krass, durch dieses Beschäftigen mit dem Thema habe ich so viele neue Sachen entdeckt, die ich davor nie gegessen hatte. Also sei es, natürlich kannte ich Tofu, aber für mich war halt Tofu dieser weiße Block, die sind alle gleich und die schmecken halt alle ein bisschen fad. Da muss man halt Sojasauce drüber kippen, damit man überhaupt irgendwas Dann schmeckt. geht was, genau. Genau. Und dann ist mir aufgefallen, okay, also es gibt genau wie bei jedem Lebensmittel einen massiven Unterschied, was für ein Tofu das ist. Der Produzent macht einen riesen Unterschied. Dann gibt es einen Haufen verschiedene Tofu-Arten, irgendwie mit Sesam drin, mit Kräutern drin, mit dies und so weiter. Dann habe ich dann auch Tempeh entdeckt, was ich vorher überhaupt nicht gekannt hatte. Also ein Produkt aus fermentierten Sojabohnen oder auch teilweise fermentierten anderen Bohnen. Und so viele neue Gemüsesorten, die ich entdeckt habe, die hätte ich davor nie angelangt. Das war dann irgendwie eigentlich was mein Leben massiv bereichert hat. Also Genau, so ein Beispiel, Carrots for Power, einer deiner Slogans. Karotte ist für mich alles klar, das ist die aus Holland kommt und die schöne orangene Farbe hat. Aber die gibt es ja in verschiedensten Ausprägungen. ja, und es gibt, glaube ich, so viele verschiedene Karottenarten, die wir gar nicht kennen. Also selbst unter den Orangenen gibt es ja ganz, ganz viele. Und das merkt man auch, weil dann gibt es irgendwie beispielsweise im Biomarkt, die sind dann eher kurz und spitz und irgendwie im normalen Laden werden dann immer die langen, dicken irgendwie verkauft, die alle gleich aussehen. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, okay, es gibt ja so viele unterschiedliche Karottenarten. Also auch lilane Karotten und rote Karotten und gelbe Karotten und auch unter den Orangenen so viele verschiedene, dass mir erstmal bewusst geworden ist, Das ist eigentlich die Vielfalt, die wir haben, ne? Genau. Die gar nicht mehr so sichtbar ist. Genau, und das ist uns heutzutage gar nicht mehr bewusst. Und das sind ja mit komplett banalen Sachen wie Äpfel oder Tomaten. Ne? Ich meine, meist gibt es halt, klar, gibt es im Laden vielleicht auch 6 verschiedene Sorten an Äpfeln. Aber es gibt halt hunderte verschiedene Sorten an Äpfeln. Und Tomaten, da gibt es halt, ja gut, dann gibt es halt die Cherrytomaten und die Strauchtomaten und die Eiertomaten. Und meinetwegen noch diese Ochsentomaten da. Und dann denkt man sich, ja gut, das sind ja hier 6 Tomatensorten, ja krass. Aber es gibt halt 1500 Tomatensorten. Ja. Und das ist uns gar nicht mehr bewusst. Das ist gar nicht mehr bewusst. Ne? Und ich merke schon, das ist auch ein Plädoyer, einfach sich Punkt 1 damit zu beschäftigen. Das zeigt, wie neugierig du auch bist im positiven Sinne. Ja. Und dann, glaube ich, kann man das auch wirklich erst so wertschätzen und spüren. Mein jüngerer Sohn, der Julius, der interessiert sich auch total dafür. Und da kommt auch genau, wie du es beschreibst, so viel dann immer raus, was es eigentlich alles gibt an zusätzlichen Dingen, die wir im klassischen Supermarkt überhaupt nicht mehr sehen. Ja. Also ist wir empfinden es ja manchmal so als Einschränkung, eigentlich gar keine Einschränkung, sondern eigentlich eine Vielfalt, die wir haben. Es ist auch eine Vielfalt und ich glaube, wir müssen auch wegkommen von diesem, dass alles immer verfügbar ist, weil es war ja früher auch nicht so. Und früher, als man halt nicht irgendwie alles im Supermarkt gekauft hat, hat man, glaube ich, auch saisonale Verfügbarkeit. Genau, es gab eine saisonale Verfügbarkeit und man hatte auch viel mehr, glaube ich, einen Bezug zu seinem Essen. Man hat prozentual, glaube ich, mehr seines Einkommens für Essen ausgegeben. Ich meine, jetzt sind wir in Deutschland die Nation in ganz Europa, die prozentual zu ihrem Einkommen am allerwenigsten Geld für Essen ausgibt und am allermeisten Geld für Autos. Und dementsprechend, ich meine, die allermeisten Leute, wenn du denen sagst, ja, ich habe eine Pastinake im Ofen gemacht, die fragen, was ist eine Pastinake? Und das kenne ich nur, wie die Kinder klein waren, da gab es das häufig, das genau, war die Empfehlung. das ist total geiles Gemüse. Das ist brutal gut. In Scheiben geschnitten im Ofen, zack. Und jeder, das früher denkt sich, ey krass, was ist denn das? Und ich so, ja, Pastinake. Und das habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen, noch nie gekauft. Und so bin ich dann aber dazu gekommen, dass ich ganz viele Sachen ausprobiert habe. Also ich sehe schon, wenn die Kletterkarriere irgendwann zu Ende ist, sowas wie ein pflanzliches Restaurant aufmachen, Alex. Das Chefkoch. Ja, ganz genau. Aber es hat ja auch einen Grund. Diese Umstellung auf diese pflanzliche Ernährung, Alex, war ja auch, weil du festgestellt hast in deinem Körper, und wir kommen gleich noch zu deinen wirklich Top-Kletterrouten, da gab es Entzündungen, da gab es Verletzungen und das hattest du ja vorher eigentlich gar nicht so. Ne? Ja. Ich glaube, es hat 2 Gründe gehabt, dass ich umgestiegen bin auf vegan. Das war einmal, dass ich einen Haufen Entzündungen hatte, das vor allem in meinen Fingern. Klar, ist natürlich auch dessen geschuldet, dass ich halt einfach sehr, sehr viel einseitig trainiert habe und halt 7 Tage die Woche. Und dann selbst 6 Tage die Woche Training am Holzboard hat es teilweise nicht besser gemacht. Wie überraschend. Genau, da musste ich dann erst lernen, irgendwie ein bisschen mehr Varianz in mein Training reinzubringen.
Aber ich hatte auch das Gefühl, dass sich gewisse Entzündungen einfach einschleichen und die am Laufen gehalten werden durch den übermäßigen Fleisch- und Milchkonsum, also Milchproduktekonsum. Und da habe ich auch dann viel gelesen und mich informiert und habe das dann auch ausprobiert. Und es ist auf jeden Fall so, dass die Entzündungswerte im Körper zurückgehen, wenn man weniger Fleisch isst und weniger Milchprodukte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das muss ich machen oder einfach aus gesundheitlichen Gründen. Und ich habe aber auch festgestellt, ich sag mal so, ich war ja nie jemand, der jetzt vor allem in so der Zeit, als ich 19 bis 25 war, bin ich ja brutal viel geflogen. Also ich hatte dann teilweise bis zu 40, 50 Flüge im Jahr. Okay. Also richtig viel. Mir war schon bewusst, dass da ist dann dieses Thema mit der Umwelt mehr und mehr aufgekommen. Das war, als ich kann mich da nicht daran erinnern, dass das Thema irgendwie mal angesprochen wurde, als ich in der Schule war. Das war so, Nee, das gab es nicht damals noch existent, nicht. ne? Genau. Da wurde auch nicht drüber gesprochen oder dass Fliegen vielleicht schlecht ist oder übermäßig viel mit dem Auto fahren oder so weiter. Aber das war dann die Zeit, wo das immer mehr aufgekommen ist und mir war halt bewusst, okay, ich bin eh schon jemand, der durch viele Fliegen natürlich einen massiven Fußabdruck hat und einen Einfluss auf die Umwelt. Und dann habe ich mir gedacht, etwas, was ich halt zumindest machen kann, ist mich vegan zu ernähren, um zumindest meinen Fußabdruck in derlei Hinsicht zu minimieren und natürlich zusätzlich auch zu weniger fliegen. Was du ja dann auch gemacht hast. Was ich auch viel gemacht habe, genau. Einzudämpfen. Ja. Aber das war eben auch einer der Teile, die ich gesagt habe, okay, das ist etwas, was ich machen kann. Ja. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt kommen wir mal zu, glaube ich, dem Wendepunkt deiner Karriere. Im Intro war sowas wie vielleicht ist Erwartungslosigkeit manchmal der Schlüssel. Du hast am 24.03.2013 was gemacht? Habe ich die erste neue On-Site gemacht. Ja, in Tijuana. Aber auch, wie du schon sagtest, komplett erwartungslos eigentlich an die Sache rangegangen. Gar nicht mehr der Intention, da irgendwie im On-Site einzusteigen. Mein erster Versuch ist ja eigentlich theoretisch immer ein On-Site, wenn man nichts darüber weiß. Und genauso hatte ich das dann auch irgendwie gesehen. Ich bin da eingestiegen, völlig unbefangen. Eher mit dem Gedanken, ich kletter mal so weit, wie ich komme und schaue mir dann den ganzen Rest an und versuche einfach die Route quasi. Damals hatte ich ja 9As ganz wenig geklettert gehabt, also ich glaube 2 oder so. Für mich war das dann... Du warst jetzt noch nicht so erfahren von den Bewegungen oder wie Gar nicht. Was erwartet dich? Das war erst meine dritte 9A überhaupt. Und in meiner damaligen Denke war so verankert, ja, ich bin ja eh nur 2 Wochen hier. Ich versuche überhaupt einfach eine 9A zu klettern. Und da dachte ich mir, ja gut, jetzt schaust du dir halt die mal an und bin dann aber halt einfach quasi im On-Site immer weiter geklettert, bis ich oben war. Aber auch komplett. Und hattest du dann das Gefühl, wenn du kurz vom Klippen der Kette bist, das war jetzt legendär, phänomenal, Gott, mir ist etwas geschichtlich Bedeutendes passiert? Also ich habe mir gedacht, es war legendär und phänomenal, aber nicht, weil mir irgendwas geschichtlich Bedeutendes passiert ist, sondern weil es so ein Kampf war und man merkt ja so, wenn man klettert und immer so kurz vorm Rausfallen ist, aber gerade so nicht rausgefallen ist und sich bis zum nächsten Griff gerettet hat, wo man dann irgendwie so ein bisschen schütteln kann. Und so ging es eigentlich die ganze Route hoch, also schon der Start irgendwie, der eigentlich nicht so schwer war. Da habe ich mich dann teilweise verklettert und dann irgendwie zur nächsten Griff gerettet und dann dort geschüttelt und dann habe ich schon gedacht, ja gut, es wird sowieso nie irgendwas. Aber so ging es dann die ganze Route hoch, bis ich halt da am Umlenker stand. Deswegen war es für mich halt phänomenal bedeutend, weil ich natürlich auch lange unterwegs war. Ich war bestimmt eine halbe Stunde unterwegs. Okay. Also echt lange für eine Kletterroute. Aber es ist sich ausgegangen und das war eigentlich für mich das Phänomenale, dass ich quasi da so viel Energie und Aufwand reingesteckt habe und ich wirklich im On-Site durchgekommen bin. Das war für mich damals viel krasser, als dass es vielleicht irgendwas Historisches war. Das ist dann erst später gekommen. Das kam erst dann später, ne? Ja. Weil ich glaube, du bist dann einfach zurück in die Unterkunft und dort ist es dann eigentlich größer geworden erst, ne? Genau, aber auch nur, weil irgendjemand mich beobachtet hat. Das war noch die Zeit vor, ich hatte kein Instagram. Ich glaube, ich hatte Facebook, aber habe da eigentlich fast nie irgendwas gepostet. Und dann bin ich glaube, mich hat jemand beobachtet und hat mich danach gefragt, ob das On-Site war. Und ich habe gesagt, ja. Und der hat es dann, glaube ich, dem Campingplatzbesitzer gesteckt. Und der hat dann das spanische Klettermagazin Desnivel angerufen. Und so ist das Ganze dann eigentlich publik geworden. Also auch ein bisschen Zufall, ne? Auf jeden Fall Zufall. Ja. Also ich glaube, ja, keine Ahnung, vielleicht hätte ich da irgendwie nie irgendwas drüber gesagt. Also
zu Patrick und Dicky bestimmt schon und die hätten das dann wahrscheinlich vielleicht schon publik gemacht, aber Hoffentlich. ja, ich selber habe da nicht jetzt dran gedacht, irgendwie das jetzt so großartig publik zu machen. Ja. So wie du es gerade beschrieben hast, wie du immer so kurz vorm Rausfallen warst in der Tour, glaube ich, war es schon auch wichtig, dass du so viele Touren in den, naja, nennen wir es mal, unteren Graden einfach hattest, oder? Um diese Ausdauer dann auch zu haben. Ja, ich war ja schon immer ein Sammler, also ich habe mich immer schwer getan, quasi einen neuen Grad vorzudringen und eine neue schwere Route zu probieren, die schwerer war als alles davor, weil ich schon Angst hatte vor Graden, vor schweren Graden Ja. zumindest. Deswegen war ich halt jemand, der in ein Klettergebiet gefahren ist und gesagt hat, ich will einfach alle Routen 8a aufwärts klettern. Und so habe ich das dann halt auch jahrelang gemacht. Also auch den Trip, den ich davor hatte, vor Spanien, war in den USA. Da war ich mit dem Peter Wirth damals unterwegs. Für 120 Tage war ich dort. Und ich habe am Ende 135 8a Routen und Boulder aufwärts geklettert. Das, glaube ich, Also- war auch euer Ziel, ne? Genau. Mehr Routen 8a als Tage, die ihr dort Genau. verbracht habt. Ja. Und wie gesagt, ich bin einfach in jedes Gebiet, wo ich war, gefahren und habe in der River Gorge zum Beispiel Führer aufgeklappt. Da gab es hinten ja auch die schwersten Routen und habe gesagt, okay, 8a aufwärts, versuche einfach alles abzusammeln. Und so habe ich das viel gemacht. Ist dir da mal irgendwann langweilig geworden, Alex? Also ist da etwas, wo du sagst, ja, kam jetzt die nächste 8a. Das ist ja oft so bei anderen Athleten, so bei mir zum Beispiel, immer so eine naja, nochmal so ein Ding machen. Bei mir das ist ein anderer Grad natürlich. Da kam keine Langeweile auf. Langeweile ist vielleicht das falsche Wort. Natürlich war es manchmal zäh, weil wenn ich dann zum Beispiel an einem Sektor in den USA war und da gab es halt zum Beispiel 7 8As oder 7 Routen ab 8 aufwärts, da gab es dann, glaube ich, halt 4 8As, eine 8A Plus, eine 8B und eine 8C. Und dann habe ich die 8C gemacht, weil ich die natürlich ausgecheckt hatte und dann gemacht hatte. Und dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt natürlich den ganzen Rest nicht absammle, dann muss ich ja nochmal hierher kommen. Und dann habe ich natürlich versucht, alle anderen 6 Routen auch noch am selben Tag abzusammeln. Und dann ist natürlich hinten raus schon einfach zäh geworden. Und klar, ich bin natürlich alle hochgekommen, weil 8a, selbst wenn es dann auch nicht im Onsite geklappt hat, wenn ich das dann auschecke, das komme ich dann schon irgendwie immer hoch, auch wenn ich platt bin. Aber es war einfach zäh und dann hat die Haut natürlich wehgetan und dachte ich mir, jetzt kannst du aber nicht diese eine 8a hier noch zurücklassen, sondern die muss natürlich auch noch gemacht werden. Okay, also ich sehe schon, Routen sammeln macht auch zu einem harten und widerstandsfähigen Athleten. Auf jeden Fall. Du hast gerade schon angesprochen, ja, so in einen neuen Grad vordringen, das ist dir schwer gefallen. Aber du hast natürlich in deinem, du nennst das zweite Lieblingsgebiet in Sius, hast du ja eine legendäre Begehung gemacht, 5.8.2020, die Bibliografie. Und du hast die damals mit einem Grad bewertet, der war 9C. 9C. Und dann hat ein Freund von dir, den du von den Wettkampftagen kennst, der Stefano Ghisolfi, der hat dann, glaube ich, mit dir telefoniert. Genau, der hat, nachdem er es gemacht hat, haben wir telefoniert gehabt und er meinte, dass es für ihn eher 9B Plus war. Weil es auch anders geklettert hat, ne? Genau, und da, ich meine, das war dann auch völlig in Ordnung für mich. Ich glaube, was mich damals mehr geärgert hat, ist, dass ich so verbissen vielleicht meine Variante probiert habe. Und dass du es nicht gesehen hast. genau, mir ist dann auch aufgefallen, dass ich mich auch ganz schön krass verrannt hatte und dass ich natürlich auch die Zeit, die ich investiert habe in die Route, 1:1 in den Grad umgerechnet habe. Aber natürlich auch nicht beachtet habe, dass ich vielleicht die ersten 30 Tage den totalen Quatsch gemacht habe. Und habe ich auch. Also als ich die Route damals das erste Mal probiert hatte, habe ich dann innerhalb von 6 Tage in Folge war ich dort. Auch jeden Tag, also wirklich 6 Tage in Reihe. Und habe dann am 6. Tag in Folge die Route in 2 Teilen geklettert. Und dachte mir, okay, ich komme quasi nächstes Jahr wieder und dann hake ich es ab. Und aber wie ich damals die Route in 2 Teilen geklettert habe, ich hatte, glaube ich, 2017 eine Phase, da war ich unglaublich fit, weil ich hatte Anfang 2017 war ich verletzt, auch mit einer Entzündung, die hat sich dann lange hingezogen. Das heißt, ich habe dann, am Ende habe ich letztendlich 3 Monate nicht geklettert. Oh, so lange. Ja, und habe dann erst wieder angefangen nach den 3 Monaten. Und habe dann wieder 3 Monate trainiert und war dann quasi wahrscheinlich, da ist mir auch bewusst geworden, leider, dass Pause doch was bringt. Nach 3 Monaten quasi Pause, also wirklich fast gar nicht geklettert, zu dann wieder 3 Monate trainiert, war, glaube ich, mein Körper das erste Mal so richtig erholt. Und ich
habe das gar nicht gecheckt, aber ich war dann so krass fit, dass ich da in einer Woche habe ich 3 9er Plussen gemacht, wovon eine jetzt irgendwie auf 9b aufgewertet wurde. Die habe ich einfach in 2 Tagen im Vorbeigehen abgeknipst. Und habe dann auch bei Bibliografie mit der schlechtesten Variante, glaube ich, die es gab, das Ding oben in 2 Teilen geklettert. Also so wie ich das damals geklettert habe, wäre es ganz, ganz sicher 9C gewesen, weil das war nicht mal die Variante, mit der ich es dann durchgestiegen hatte, weil ich dann, als ich in der Saison später gekommen bin, habe ich die Variante gar nicht mehr machen können. Also ich habe dann teilweise die Einzelzüge von meiner Variante nicht mehr zusammengebracht. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, neue Beta muss her, habe dann, ich glaube, sogar 3 neue Griffe gefunden, die ich damals irgendwie gar nicht entdeckt hatte, die aber viel besser waren, weil ich wirklich gar nicht nach links und rechts geschaut habe. Und habe mich dann aber doch irgendwann auch relativ schnell wieder auf eine Variante festgelegt und habe das halt dann durchgezogen, bis ich es geklettert habe. Und habe dann aber eigentlich in den letzten 4 Wochen, wo ich die Route dann probiert hatte, nie mehr wirklich dann nach links und rechts geschaut und nie mehr dann Gedanken gemacht, gibt es eine bessere Variante, und habe auch natürlich alleine probiert. Also es war dann auch niemand da, der gesagt hat, das würde er vielleicht so und so machen. Und Ja klar, dann bist du sozusagen in deinen Scheuklappen. Es gibt niemanden, der dir irgendwie helfen kann sozusagen. Aber ich finde es sehr interessant, und das merke ich jetzt auch so bei den Top-Kletterern. Es ist eher so ein, ich nenne es fast schon Miteinander. Also es ist eher ein Hauptsache jemand klettert mal die Tour, ne? Was zu der Zeit, wo ich in Frankenjura das Ganze erlebt habe, eher gegenteilig war. Nee, Hauptsache ich mache die Tour, nun niemand anders. Und keiner wiederholt sie mit nicht genau der Variante, die ich gemacht habe. Ja. Ja, aber das ist ja auch interessant. Wir kommen später noch zur Aktion direkt. Ich glaube, die Originalvariante von Wolfgang Güllich ist nur von Alexander Adler so wiederholt worden. Ne? Ja. Und dann hat man eben auch sozusagen andere Griffe gesehen und die genutzt. Ne? Genau. War das für dich, also erstmal finde ich das echt beeindruckend, dass man einfach das in einem Telefonat erstmal so klärt und das nicht über öffentliche Medien. Und war das dann etwas, wo du sagst, das war es jetzt mit dem Schwierigkeitsklettern, oder war das einfach, auf zur nächsten? Ich meine, dass es das mit dem Schwierigkeitsklettern war, auf jeden Fall nicht. Dass es mich natürlich gewurmt hat, natürlich schon, weil ich habe mir ja zum Ziel gesetzt, ich wollte ja 9C klettern. Ja. Und das hat dann einfach bedeutet, okay, ich möchte mir was Neues suchen, was einfach für mich dann der nächste Schritt ist und einen draufsetzt und dann 9C klettern. Jetzt muss ich noch sagen, der Weg zur Bibliografie und überhaupt zu den Sektoren in CÜS ist ja relativ weit. Ja. Und ich habe mir von Chris Hanke sagen lassen, dass man sich da manchmal auch ein E-Bike geben lassen kann von Arnaud Petit. Haben wir zumindest noch in Anspruch genommen, richtig? Ja, was ist passiert da? Ja, der Arnaud hatte eigentlich so 2 E-Bikes. Das eine, da musste man treten, das andere, da musste man gar nicht treten. War das muss quasi man wissen, perfekt, ne? Ja. Das gab wie quasi bei so einem Moped mit so einem Hebel einfach zum Ziehen. Und Chris hatte dann irgendwie das erstmal, wir hatten dann die E-Bikes getestet und Chris hatte dann das E-Bike, wo man einfach nur am Hebel ziehen muss. Und als der Arnaud uns dann da irgendwie eingeführt hat und noch mit uns auf dem Parkplatz quasi von seinem Haus stand, hat Chris das Ding dann irgendwie komplett in den Busch gesetzt, weil er hat irgendwie, es ging so leicht bergauf und ich glaube, er hat ein bisschen zu viel Gas gegeben und hat sich dann so nach hinten gelehnt und hat natürlich noch mehr Gas gegeben, bis es das Ding quasi ihn abgeschmissen hat. Jawohl, also so Wheelie hoch. Genau, und Wheelie hoch. Und dann stand er irgendwie da und hat den Hebel aber immer noch gehalten, weil der das Ding festgehalten hat und das Ding da irgendwie im Busch gehangen. Und der Arnaud nur ganz trocken dann gesagt so, you take the other bike. Ja, wird besser sein. Ja, sehr schön. Also eine absolut geschichtsträchtige Route, die Bibliografie. Und geschichtsträchtig ist sie jetzt auch nochmal geworden. Denn Anfang im Juli 2026 hat sie die Janja Garnbret wiederholt. Ne? Genau. Und das ist ja beeindruckend. Das ist der fast Top-Grad, 9B+. Wie siehst du den Abstand zwischen Damen und Herren im Klettern? Der wird ja immer kleiner. Der wird immer kleiner. Ich glaube einfach, weil es jetzt auch viel mehr, ich meine, es gibt generell mehr Männer im Klettersport. Das stelle ich jetzt einfach mal so als Behauptung auf, aber ich glaube, das stimmt auch. Das ist schon immer noch so, ja. Genau, richtig. Ja. Also allein das sieht man auch schon, wenn man in die Kletterhalle läuft oder an der Teilnehmerliste im Weltcup. Es melden sich immer mehr Herren als Damen. Aber die Damen holen auf. Es gibt mehr Damen, die klettern. Und ich glaube, langsam haben die Frauen auch verstanden, dass sie schwer klettern können. Und ich glaube,
das ist eigentlich der große Unterschied, was ein bisschen gedauert hat, weil generell würde ich sagen, dass es viele Routen gibt, vor allem draußen am Fels, die besser geeignet sind für Frauen als für Männer. Weil Frauen oft sehr kleine und dünne Finger haben, das heißt, die kommen besser in kleine Griffe rein und weil sie ganz oft mehr Ausdauer haben als Männer. Das heißt, ja, bei so Routen wie Bibliografie, wo es einfach hilft, kleine Finger zu haben und Ausdauer, wo es keinen richtig weiten Zug gibt, da glaube ich, werden wir in Zukunft, also vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren, mehr Frauen sehen, die solche Routen hochklettern als Männer. Vielleicht sogar die erste 9C plus einer Frau? Als allerersten Grad sitzt? Vielleicht. Man müsste halt das Richtige finden. Ja, Daran scheitert es. Das ist natürlich immer oft die Schwierigkeit. Genau, im Moment ist natürlich, sage ich mal, Flatanger so ein bisschen der Hotspot. Und in Flatanger steht ja auch schon ganz easy eine 9C Plus rum. Das ist ja kein Problem, dort sich zusammen zu basteln, sage ich mal. Also basteln im Sinne von, man wählt einfach schon meinetwegen die existierende 9C Silence und anstelle von einer 8A Plus unten bastelt man halt eine 9A dran. Oder anstelle, dass man am Umlenker von Silence aufhört, geht man, was gar nicht mal so unlogisch ist, noch weiter in die Krux von einer 9B. Und schon hast du da ganz easy 9C plus, wenn nicht sogar 10A. Aber Flatanger ist halt auch wieder so ein Gebiet, was, glaube ich, den Körperbau eines Mannes wieder begünstigt, weil es ganz oft wenig kleine Griffe gibt. Das heißt, kleine Finger bringen eigentlich nichts. Und ganz oft auch relativ weite Züge. Also wenn quasi 9C plus als erstes von der Frau geklettert werden würde, dann müsste man irgendwas finden, wo man quasi die Stärken einer Frau, also mehr Ausdauer, mehr Fingerkraft, kleine Finger, irgendwo ausspielen kann. Ja, ich verstehe. Du hast perfekt, also als würdest du mein Skript immer schon komplett, also perfekt vorwärts gegangen. Mein nächstes Thema wäre nämlich genau Flatanger gewesen. Es gibt ja ein wirklich dramatisches Ereignis, wo ich vor dem Fernseher gehockt bin und mir gedacht habe, oh nee, das ist jetzt nicht wirklich passiert, weil ich mit den Athleten und speziell mit dir da mitgelitten habe in Form, ich weiß oder ich ahne, wie man sich vorbereitet, was man investiert, nicht nur hier für den Wettkampf, sondern für die Olympischen Spiele. Und du hattest einfach dieses Pech, dass der Fuß abgerutscht ist. Und du warst in der Form deines Lebens, würde ich jetzt mal sagen, und warst total stark. Und hast es aber, das ist auch in dem Buch sehr, sehr schön beschrieben, einfach dann verarbeitet und bist dann nach Flatanger gefahren. Genau. Und hast da einfach mal Change geklettert. Sogar relativ schnell dann, ja, richtig. Ja. Das war nach das nochmal so Paris. Verarbeitung oder einfach zu sagen, ey, ich bin doch jetzt eigentlich fit und ich nutze es in der Spielart, die mir sowieso am liebsten ist, nämlich draußen klettern zu gehen? Also der Trip war schon geplant, egal ob es jetzt in Paris schlecht läuft oder nicht. Also es war von vornherein schon geplant, aber natürlich habe ich mir dann schon gedacht, quasi ein bisschen jetzt erst recht. Und es war aber für mich auch so ein bisschen Entkommen der Massen von zu Hause und der Medien, weil natürlich, wenn du dann zu Hause bist in der Kletterhalle, egal in welcher Kletterhalle du bist, jeder hat Olympia geguckt und jeder würde dich darauf ansprechen und dem wollte ich halt entgehen. Deswegen war ich halt dann sowieso froh, dass ich irgendwo weit weg fahre und raus an den Fels. Und klar, natürlich haben dann dort die Leute am Fels auch gesagt, ey, dass denen voll leid getan hat und dass es blöd gelaufen ist, aber ich war eigentlich am perfekten Spot, um A, ein bisschen abzuschalten und B, natürlich meine Fitness dann auch zu nutzen. Also auch wieder eine Stärke, mit sowas auch umgehen zu können und in dem Fall dann die Change sich zu holen. Aber wir sind ja hier im Frankenjura. Dem besten Klettergebiet der Welt. Dem besten Klettergebiet der Welt. Und lass uns noch ein bisschen über die Routen bei uns im Frankenjura reden, die natürlich auch von dir begangen worden sind. Es gibt ja eine Liste sozusagen, früher ist mal die Tonliste der schwierigsten Touren. Wie viele von den 100 schwierigsten Touren fehlen dir noch? Fehlen dir überhaupt noch welche? Es fehlen wenig. Also es fehlen, glaube ich, keine Handvoll mehr. Die hebst du dir eher auf? Die hebe ich mir eher auf. Es gibt noch so ein, zwei, die eignen sich vielleicht mal irgendwie für den Flash Go, wenn sich mal alles ergibt und wenn man jemanden findet vielleicht, der einem da eine gute Variante sagen kann. Und ich hebe es ihm auch einfach auf, weil ich quasi nicht dieses Gefühl haben möchte, alles gemacht zu haben, sondern immer noch ein, zwei Sachen, die man sich aufgehoben hat, ist gar nicht so schlecht. Ja. Deswegen aber, ich habe bestimmt mindestens 95% der Liste schon gemacht. Wow.
Eine Tour, die du auch überlegt hast, und jeder hat natürlich auch schon gesagt, Mensch, wann macht das er denn jetzt endlich? Das ist natürlich der Klassiker von Wolfgang Güllich, Aktion direkt, die vom Milan Sikora damals eingebohrt wurde und von ihm begradigt. Und wie hast du dich darauf vorbereitet? Das ist ja immer besonders, das ist schon so ein Markstein, diese Tour. Ne? Und wie bist du rangegangen und wann hast du gesagt, okay, jetzt bin ich soweit? Das war damals 2014 und ich hatte dann schon 2013 9A geonsighted und dann am selben Trip auch nochmal, ich glaube, 3 weitere 9As geklettert. Sogar La Rambla im zweiten Versuch. Also Alexander Huber, ne? genau. Ja. Also mir war schon dann klar, als ich wieder zurück war in Franken und die ganze Saison 2013 geklettert hatte draußen am Fels und mehrere 9As. Da war mir klar, als ich zu Hause war, okay, ich habe das Level 9A. Habe dann auch angefangen in der fränkischen 9As zu klettern. Aber klar, Aktion direkt war halt ja diese magische Route, wo ich mir dachte, da bedarf es irgendwie irgendwas Besonderes. Und da ist mir das dann halt irgendwann in den Kopf gekommen, dass ich gerne versuchen würde, Aktion an einem Tag zu klettern. Und das hat sich dann halt in mir so aufgebaut. Dann ist natürlich der Druck immer größer geworden und immer größer, bis ich dann irgendwann mal dann im Mai Hast du es gesagt für habe. dich behalten, Alex, oder wusste das der engere Kreis schon, dass das dein Plan ist? Ich habe das größtenteils für mich behalten. Klar, jetzt der Felix hat es schon gewusst. Der hat es ja, glaube ich, nach dir geklettert, ne? Genau, der Felix hat es auch gemacht. Richtig, ein paar Jahre dann, glaube ich, danach sogar. Nächstes Jahr, ne? Oder nächstes Jahr, genau. Aber ich habe das schon größtenteils für mich behalten, aber es war egal, weil ich habe trotzdem den Druck verspürt und habe dann irgendwann mal gesagt, okay, ich setze mir jetzt einfach diesen Sonntag als Deadline oder diesen Samstag und da passiert's. Waren zwar jetzt nicht die besten Voraussetzungen, weil es brutal kalt war. Ich glaube, es hat irgendwie 8 Grad gehabt an dem Tag, also es war dann eher fast das Problem, dass ich zu kalte Finger hatte, aber es hat geklappt. Wow. Und es war dann, wie viele Versuche hast du drin gebraucht? Also ich bin unten eingestiegen, gleich gar nicht mit der Intention irgendwie das zu flashen, sondern habe irgendwie am Sprung eine Pause gemacht, habe den Sprung im ersten Durchgang 2-mal probiert und gleich beim zweiten Mal gemacht, habe dann den Rest der Route ausgebouldert, habe dann einen Versuch gemacht und bin direkt durch den Sprung gekommen, bin dann irgendwo in der Mitte rausgefallen. Dann habe ich noch, glaube ich, 2-mal den Sprung verkackt. Und dann, theoretisch dann wäre es der 5. Versuch, glaube ich, ne? Bin ich dann unten durch den Sprung gekommen und rausgeklettert. Und dann durch. Ja. Wow. Also es waren nicht viele Versuche. Ja, ist bis heute noch, du bist der Einzige, der es an einem Tag geklettert hat. Ne? Also man muss ja auch die Power haben, diese Versuche überhaupt machen zu können, auch wenn du jetzt sagst, du scheiterst beim Sprung, da ist jetzt noch nicht so viel verloren. Ne? Das stimmt. Ja, aber ja, es ist eine spezielle Route und ich glaube, obwohl ja schon viele Leute heutzutage 9A, sage ich mal, an einem Tag geklettert haben, oder es vielleicht auch in anderen Gebieten deutlich leichter ist. Im Franken ist es halt schwer, weil es sehr speziell ist. Aktion direkt natürlich noch mal spezieller, weil es wirklich ja fast ausschließlich nur Löcher hat. Und damit kommen natürlich die wenigsten von außerhalb direkt klar. Und deswegen tun sich da viele Leute schwer, das überhaupt zu klettern, auch wenn sie vielleicht ein 9A-Level haben. Und dann an einem Tag ist natürlich noch mal ein bisschen schwerer. Wir haben vorhin über die Frauen gesprochen und 2020, glaube ich, hat die Melissa Leneve das erste Mal als Frau die Aktion direkt klettern können. Und ich glaube, du warst mit ihr und im Dicky Richtung Rumney unterwegs. Genau. Und im Intro hatten wir das. Irgendwie hat das Navigationssystem nicht so richtig funktioniert da. Ich glaube, da sind wir irgendwie, ich weiß gar nicht, was denn da genau passiert ist, aber sind wir irgendwo falsch raus. Wir hatten auf jeden Fall Probleme an der Grenze, das kann ich mich erinnern. Was ist dann passiert, vor allem nachdem du festgestellt hast, dass das Navigationssystem von dieser Firma einfach nicht funktioniert? Ja, wir sind einfach so ein bisschen nach freie Schnauze gefahren. Also ich glaube nicht, dass... Hast du nicht dann auch versucht, tatsächlich bei der Firma anzurufen? Boah, das stimmt, ja. Ja. Ich habe da versucht, irgendwie bei der Firma anzurufen. Und dann hat die mir, glaube ich, sogar am Telefon noch irgendwie Richtungen durchgegeben und keine Ahnung was. Du hattest ein organisches Navi dann sozusagen. Genau, aber das war eine Katastrophe. Also wir sind schon irgendwie angekommen, weil wir wussten ja auch, also ich wusste ungefähr, wo es liegt. Ja. Aber ich meine, es gab einen Haufen Probleme. Ich meine, es war dann auch irgendwie über die Grenze und so. Und dann in die USA rein, das ist sowieso immer schwierig. Und dann gab es ja schon mal das Problem, dass ich irgendwie ein Visum hatte.
Aber ich wusste nicht, dass wenn ich ein Visum hatte, dass ich dieses ESTA nicht auch noch zusätzlich beantragen muss. Okay. Und dann habe ich das halt gemacht gehabt, dachte ich mir, um sicher zu gehen. Und dann gab es da irgendwie Stress, da hat er mich angemault hat, warum ich dann beides habe. Und ich so, ja, weil ich das halt nicht wusste. Ich meine, ist ja letztendlich auch egal, aber so sind wir dann angekommen. Ich fand es sehr, sehr beeindruckend, dass man tatsächlich bei einer Navigationsfirma, die ja, naja, schon meistens große Konzerne sind, Das stimmt. dass man jemanden wirklich ans Telefon bekommt, der einem dann hilft. Da muss irgendwie auf der Box hinten irgendwie so eine Hilfe-Hotline gestanden haben und da dachte ich mir, jetzt rufe ich jetzt mal an. Sag denen erstmal, dass ihr Navigationssystem scheiße ist. Das ist heiß. Jetzt haben wir vorhin auch über den Felix gesprochen, der auch die Aktion direkt wiederholt hat. Der war mit dir mal an den Pölzen und ihr habt zusammen Masada probiert, das ist eine 10-, aber vielleicht die Bedingungen, die nochmal echt zeigen, dass es bei dir keine Ausreden oder bei euch keine Ausreden gibt. Also, was war da? Das war Sommer, ich glaube, es müsste Juli gewesen sein und das war so ein typisches Sommergewitter. Also es hat, glaube ich, vormittags brutal runtergeschifft und hatte natürlich dann auch, als es geregnet hat, natürlich abgekühlt auf vielleicht 20 Grad mit Regen. Und danach, klassisch wie es halt im Franken ist, und dann kam die Sonne raus und dann auf einmal waren es 28 Grad. Ja. Es war der komplette Waschküche, wie der Felix immer sagt. Ja. Alles hat gedampft und das Ding war natürlich komplett kondensiert. Also das war komplett schwarz, dunkel, war eigentlich komplett nass. Und ich glaube, ich habe dann da wirklich 10 Versuche versenkt und bin immer irgendwo rausgefallen, rausgeschmiert, abgerutscht. Meist mit den Füßen, öfter auch mal mit den Händen und bin dann nicht mehr hochgekommen. Okay, es fehlt mir überhaupt die Fantasie, sich vorzustellen, wie man in einer 10- nicht stehen kann. Also normalerweise, da hebst du doch gar nicht ab. Ja, es war auch, also wir hätten einfach das Klettern sein lassen an dem Tag, aber wir waren dann schon draußen und haben es halt probiert. Aber genau, Alex, weil Klettern sein lassen ist ja bei dir nicht. Und das habe ich auch mal gehört an einer Tour, die wir im Schlaraffenland haben. Odins Tafel. Und die war komplett nass, ne? Und du bist die geklettert. Da war ich auch mit Patrick und mit dich, glaube ich sogar. Ja. Und da war es hat dann kurz, und man hat schon gemerkt, okay, jetzt kommt ein Gewitter. Und ich bin dann schon eingestiegen und dann hat es Vollgas das Regen angefangen und dann hat man schon gesehen, wie es oben anfängt reinzulaufen. Und ich habe mich dann beeilt, dass ich dann noch irgendwie durchkomme bis zum Umlenker und bin dann irgendwie noch die letzten paar Meter da komplett im Nassen geklettert, weil ich nicht mehr loslassen wollte. Aber es war auf jeden Fall immer ein Kampf und das ist auch das, was, glaube ich, was mich schon geprägt hat in der Fränkischen, weil oft sind in der Fränkischen halt die Bedingungen nicht gut. Also es ist halt öfter mal, sei es irgendwie, dass irgendwelche Löcher schmieren, weil sie halt drücken oder sei es halt, dass es kondensiert oder sei es einfach, dass es warm ist oder keine Ahnung was. Ich glaube, ich hat mir schon geholfen, auch für andere Gebiete, dass ich halt einfach Bedingungen einfach so hingenommen habe und trotzdem weitergemacht habe. Also du lamentierst da auch gar nicht drüber, sondern stellst das fest, ja, ist so und... Ist so, weiter geht's. Ja. Bedingungen sind keine Ausrede. Ja. Bewundernswerte Einstellung. Wir haben vorhin über die Aktion direkt geredet und es gibt von dir eine Tour, die Aktion direkt hat 4 Jahre gedauert, bis der Alexander Adler sie wiederholt hat. Deine Supernova, die ist von dir begangen worden 2025 am 1.10. 2015, richtig, nicht 2025. Mein Gott, 2015. Aber bis zum heutigen Tag hat sie noch keine Wiederholung. Ne? Ja, also gut, es ist natürlich auch so, es gibt nicht so viele Leute, die, sage ich mal, das Level haben, sowas zu klettern. Und es kommen natürlich auch nicht so viele Leute von außerhalb ins Franken. Und wenn Leute von außerhalb kommen, dann meist irgendwie für ein Festival oder weil sie Aktion direkt probieren. Insofern hatte ich jetzt natürlich auch noch nicht so viele Leute gesehen, die probiert haben. Ja. Aber ich glaube auch einfach, dass es schwer ist. Ja. Also ich glaube, dass es sehr schwer ist. Ich glaube, als ich das damals gemacht hatte, war ich ja auch 2 Jahre ausschließlich oder ganz viel in den Franken klettern. Also ich war auch sehr, sehr fit im Franken, auf dem Franken-Style. Und hatte dann auch eine sehr, sehr fitte Phase und habe das geklettert. Also ja, das ist, glaube ich, einfach schwer. Ich bin mal gespannt, wann es vielleicht eine Wiederholung geben wird. Vielleicht habe ich ja schon 19 geklettert. Richtig. Und es kommt dann erst raus. Kommt dann erst raus. Ein Teil in der Franken-Juredude Rockshow ist auch immer, dass es um deine Erstbegehungen geht. Und wir picken mal nur ein paar raus, weil da gibt es sehr, sehr viele. Ich habe mal 3 genommen und das ist einmal
Der Barde besiegt die Wunder des Tages. Okay. Wie kommt man denn auf den Namen und was verbirgt sich dahinter? Der Barde besingt die Wunder des Tages, ja. Das war der Barde ist der Felix. Der Felix Neumager? Genau. Ja. Und wir waren damals dort am Froschstein, wo die Route entstanden ist. Ich glaube, eingebohrt vom Julian Söhnlein. Und er hat schon gemerkt, okay, viel zu schwer. Und dann hatte ich das probiert gehabt. Und ich habe da irgendwie 2 Tage war ich dort und habe den letzten Zug, das sind so, man springt so von 2 Monas an die Dachkante. Und 2 Tage lang ging der Zug nicht, also keine Chance gehabt. Und dann war ich nochmal dort mit dem Felix. Und da hatte mir, glaube ich, sogar der Julian geschrieben gehabt irgendwie. Ich hatte dann schon, glaube ich, an dem Tag bestimmt 15 Versuche in den Sprung gemacht und keine Chance gehabt. Und da hat der Julian mir geschrieben gehabt, ich soll auch Rage Against the Machine anmachen. Das war auch von der alten Digi-Playlist. Ja. Und habe das dann tatsächlich angemacht und den Zug gemacht. Nein! Da, direkt, Also Musik. direkt gemacht und habe mich dann abgelassen zum Boden und hatte die Kletterschuhe noch gleich anbehalten, habe irgendwie 2 Minuten Pause gemacht und dann bin ich die Route direkt durchgestiegen. Mit letztem Zug. Und es war eine Zeit, ja heiß. wo der Felix irgendwie seine Gitarre dabei hatte. Und dann immer in den Pausen hat er immer Johnny Cash gespielt auf der Gitarre. Und dann hatte ich dann quasi das Ding gemacht gehabt und wir waren am Auto und man konnte ja direkt neben den Froschstein fahren. Da ist ja so ein Feldweg, also man kann ja direkt neben dem Froschstein parken, also 10 Meter daneben. Das heißt, dann saßen wir da hinten im Kofferraum drin und der Felix hat dann Johnny Cash gespielt und meinte, fühlt sich so ein bisschen wie der Barde, der die Wunder des Tages gerade besingt. Sehr schön. Und dann habe ich mir von gedacht, der Vogelweide war es beeindruckend. dann dachte ich mir, ey, perfekt, das ist ein super Name. Ja, sehr schön. Der Felix ist also der Barde, jawohl. Dann hätte ich da noch etwas Geocache, eine 1111 Plus. Genau, die ist an der Vogelherdgrotte. Vogelherdgrotte, genau. Da hab Sehr ich- schöner Wanderweg. Ja, sehr schöner Wanderweg, richtig. Da wandern auch am Wochenende mal ab und zu Leute vorbei. Und da ist anscheinend noch irgendwo ein Geocache versteckt. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch der Fall ist. Aber er war es zumindest damals. Ja. Und als ich dann die Route probiert habe, das war auch irgendwie wieder relativ warm. Und ich stand da irgendwie ohne T-Shirt in der Höhle da drin, in der tiefsten Höhle und habe da versucht, mich runterzukühlen. Und dann sind Wanderer vorbeigekommen und die haben dann irgendwie gefragt, ob ich auch den Geocache suche. Sieht ja typisch so Genau. aus, ja. Ich meine, ich habe natürlich gar keine Anstrengung gemacht, irgendwas zu suchen. Und ich stand eigentlich nur so mit Händen breit da und habe versucht, mich abzukühlen. Da habe ich gesagt, nee, ich kletter hier, aber der Geocache ist da ums Eck. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist Geocache ein ganz guter Name. So ist der entstanden. Sehr cool. Und das habe ich mich immer schon gefragt. Also auch am Schlaraffenland gibt es die Nice Freshly Baked. Genau. Und ich dachte mir, Wie ist das was zustande gekommen? meint er damit? Was meint er nur damit? Ja. Wie ist es entstanden, der Name? Die ist Der ja ist- direkt neben der Shangri-La. Er ist direkt neben der Shangri-La, ist derselbe Einstieg. Und dann quasi oben am letzten Haken, wo Shangri-La nach links weggeht, ist das relativ gerade durch. Da macht man nochmal so einen ziemlich weiten Schnapper, relativ unsicherer Zug. Deswegen habe ich gesagt, das ist 9a, weil da, wo man im Shangri-La, glaube ich, nochmal relativ sicher alles kontrollieren kann, zumindest bei guten Bedingungen, war halt Nice Freshly Baked nochmal dieser weite Schnapper, wo ich dann schon auch echt ein paar Mal abgefallen bin. Okay. Also ich habe es auch zwar an einem Tag gemacht, aber ich bin da trotzdem 4-mal, glaube ich, noch abgefallen. Und hatte dann das war dann auch die Zeit, wo so langsam Instagram aufgekommen ist für mich, wo ich dann einen Instagram-Account hatte und hatte damals irgendwie ein Foto von der Route gepostet und habe geschrieben, a nice freshly baked 9A in the Frankenjura. Und wollte aber da quasi so die richtig fränkische Wort-zu-Wort-Übersetzung eine neue, frisch gebackene 9a im Frankenjura sagen, die es jetzt quasi gibt. Ja. Und Sven König hat damals aber frankenjura.com gedacht, dass Nice Freshly Baked der Name der Route war und hat dann gepostet, dass ich in Anführungszeichen quasi Nice Freshly Baked 9a geklettert habe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein guter Routenname, lasse ich gleich so. Siehst du, manchmal übernehmen die Routenbenamungen gleich die anderen dafür. Ja, da haben sich, glaube ich, schon ein paar Leute aufgeregt, weil manche sagen, ja, das ist so ein blöder Name und jetzt gibt es hier irgendwie so klassische Namen hier wie Thors Hammer und Odins Tafel und Shangri-La und jetzt steht da Nice Freshly Baked als schwerste Route. Da dachte ich mir aber, die Geschichte ist fast Ich zu wollte gut. gerade sagen, die Geschichte dahinter ist das, was es dann einfach, das ist ja dann mal richtig cool. Genau. Ja, Genau. ja klasse.
Wir haben vorhin über Supernova geredet und du hast gesagt, ja, wenig Leute probieren das da auch, es kommen nicht so viele Menschen vielleicht hierher. Du hast selber gesagt über Aktion Direkt, das war mal eigentlich der Hotspot der Kletterwelt und das hat sich ein bisschen so verschoben in den letzten 2 Dekaden. Aber vielleicht naht Hoffnung. Vielleicht naht Hoffnung. An der Magdalenenwand, ne? Genau, Hast du richtig. auch noch ein Projekt. Das ist auch schon alt. Das wurde damals auch vom Patrick Matros und vom Philipp Wader eingebohrt. Ich weiß gar nicht, ich muss sie mal fragen, aber es war sicher schon über 25 Jahre her. Also echt lang her. Und da hat mich der Patrick auch schon 2014 das erste Mal hingenommen. Und damals konnte ich mir das alles nicht so richtig zusammenreimen und habe nicht so richtig Chancen gesehen, da irgendwie durchzuklettern. Und war dann, glaube ich, über die 10 Jahre, also von 2014 bis 2024, ich war bestimmt irgendwie 10 oder 15 Mal dort. Immer halt irgendwie so, immer wieder mal, jedes Jahr mal. Und habe da aber nie so wirklich Land gesehen. Und das war dann erst, ich glaube, Anfang letzten Jahres, da war ich dann auch, ich hatte mal vor 2 Jahren, habe ich einen Yannick mal dorthin geschleppt. Den Yannick Fleury. Genau. Ja. Und wir hatten damals ein YouTube-Video darüber gedreht und der Titel war quasi irgendwie Deutschlands härteste Route oder irgendwie sowas. Und dann hat er mal probiert und es war ganz klar, okay, es ist brutal schwer. Aber er war dann, glaube ich, Monate später oder ein halbes Jahr später, war er, glaube ich, dann nochmal dort und hat für den einen Zug oben, wo wir immer keinen Plan hatten, ob das möglich ist, hat er einen neuen Tritt gefunden und hat gemeint, ich muss unbedingt mal mit diesem Tritt probieren, das ist ein Gamechanger. Und manchmal weiß ich immer nicht bei Yannick, ob das dann auch so stimmt, ne, weil für ihn ist halt die Klimmzugstange bis zur Hüfte durchziehen ein Gamechanger, aber das heißt ja nicht, dass man das dann auch kann. Ja, nur weil der eine das kann, Genau. heißt ja, okay. Und war dann nochmal dort und habe tatsächlich gemerkt, krass, das ist zwar nicht der offensichtliche Tritt, aber es ist ein krasser Gamechanger. Und damit war klar, irgendwie, also dann war es noch nicht direkt klar, aber dann war ich noch 3-mal dort, 4-mal dort, 5-mal dort und habe dann gemerkt, okay, das geht auf jeden Fall, weil ich habe dann den Zug mal gemacht gehabt und dachte mir, okay, es geht, es ist möglich. Und seitdem ist es, sage ich mal, on top of the list, weil natürlich Franken, ganz klar, bestes Klettergebiet der Welt, dann die Route, 5-Sterne-Linie, also wer in jedem Gebiet. Also absolut beeindruckende Linie. Genau, wer in jedem Gebiet eine High-End-Route und dann ist sie noch richtig schwer. Und dann habe ich mir gedacht, warum immer so weit weg fliegen oder fahren, um irgendwelche Projekte zu probieren, kann man jetzt auch wieder mal zu Hause in der Fränkischen machen. Und dann, so kam 1 und 1 zusammen. Da drücke ich dir mal mehr als 2 Daumen, dass du da mit viel Freude dran bleibst und hoffentlich den Durchstieg irgendwann tatsächlich schaffen kannst. Drücke ich dir ganz arg die Daumen. Dankeschön. Und du hast gerade schon gesagt, Nice Freshly Baked war genau sowas, da hatte ich einen Instagram-Account. Jetzt bist du jemand, der ist ja irgendwo präsent als ein Kletterstar. Wie ging es dir denn im Laufe der Zeit, wie du dann Profi geworden bist, mit dieser Vorbildsfunktion umgehen zu können? Ist das etwas, was ich mir angenehm vorstellen kann oder ist es etwas, was oft noch nervt? Ja, es ist eigentlich irgendwas, was ganz oft nervt und, sage ich mal, wo ich mich auch sehr daran gewöhnen musste, weil egal was man macht, irgendwie, viele Leute kriegen es mit, sage ich mal, und vor allem auf Social Media, wo es ja sehr einfach ist, irgendwas zu kommentieren und auch anonym zu kommentieren. Ja. Da ist es natürlich auch ganz oft aufgekommen, dass Leute halt einfach irgendwas geschrieben haben und auch ganz viele Hate-Kommentare gekommen sind über dies, das und dann ist mir erst bewusst geworden, dass man eigentlich ja gute Intentionen hat und versucht irgendwie vielleicht seine Plattform zu nutzen für Sachen, die einem wichtig sind oder Sachen, die man generell als wichtig erachtet und das aber jetzt nicht so sieht wie das und das müsst ihr machen, sonst seid ihr blöd, sondern es ist halt immer so ein Vorschlag oder eine Anregung oder etwas, was mich halt vielleicht auch beschäftigt, wo ich mir darüber Gedanken mache. Dadurch, dass ich eine große Plattform habe, wollte ich die dann auch nutzen. Und das ist, das fällt einem halt oft immer auf die Füße, weil es dann doch viele Leute gibt, die sich da
ganz gerne im Internet darüber auslassen und Sachen kommentieren und sagen, ja, aber du machst ja auch das und das oder du hast das und das gemacht, wie kannst du sowas schreiben? Das ist oft diese Thematik, ne, dass wir das so singulär sehen. Ne? Nur weil du das gemacht hast, ich meine, du hast dich als Persönlichkeit jetzt auch komplett verändert. Das ist mir jetzt auch wichtig, in dem Podcast mal rauszustellen, wie du als Jugendlicher warst und wie du jetzt einfach bist. Also das ist ja eigentlich die Quintessenz, dass wir uns weiterentwickeln. Auf jeden Und Fall. deswegen, nur weil jemand das und das getan hat, sollte ich lieber erstmal fragen, tust du es denn jetzt auch noch so? Und sicherlich sind Social Media vielleicht auch die falschen Kanäle für sowas. Ne? Da spreche ich lieber direkt, wenn das geht, Ja, wenn ich dich am Face treffe. das ist auch so. Und da sind Social Media ganz sicher die falschen Kanäle, weil man kann auf Social Media und vor allem nicht öffentlich in der Diskussion, in der Kommentarsparte irgendwie eine sinnvolle Diskussion führen. Das geht nicht, weil die allermeisten Leute, die dort was kommentieren, die sind nicht daran interessiert, irgendwie wirklich eine Diskussion zu führen, sondern die wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Ja. Und das ist ja genau das Problem. Und man kann gerne über Sachen reden, irgendwie privat, aber halt auf Social Media Posts in der Kommentarsparte funktioniert das ganz sicher nicht. Ganz schlecht, ne? Ja, Aber und ich freue mich, dass du zum Beispiel bei YouTube viele, viele Videos hast auf deinem Kanal. auch immer wieder von Franken zumindest, ja. Richtig, genau. Ich freue mich, dass es den Rotpunktfilm gibt, der dich auch nochmal dementsprechend darstellt und deine Entwicklung. Also das finde ich ganz, ganz toll. Von daher hat es sicherlich auch seine positiven Seiten, aber du sprichst es an. Ein Dialog ist manchmal nicht das, was da erzielt wird. Den machen wir lieber direkt am Fels oder irgendwo in einer fränkischen Gastwirtschaft. Genau. Und fränkische Gastwirtschaften gibt es auch in der Nähe von Forchheim. Und es gab mal die Magnesia als Kletterhalle in deiner Jugendzeit. Und heute ist es die Frankenjura Academy, eine Kletterhalle, die du mit betreust, nicht nur betreust, sondern die trägt eigentlich deinen Stempel. Ne? Genau, das ist quasi Kletterhalle Reloaded. Ne? Ja, also die Magnesia hatte, glaube ich, ja damals im 2003 hat sie aufgemacht und war dann, glaube ich, bis 2018. Ja, das war das Ding überhaupt. Also wir sind da, und ich meine, in Altdorf, ich musste schon ein Stück fahren nach Forchheim, da musstest du hin. Das war die Halle. Ja. Es war halt damals neu, modern und es gab ein großes Dach und es war damals eine moderne Halle, aber die hat dann irgendwann zugemacht, weil einer der Besitzer gestorben ist und ich glaube, die Nachfolge war auch schwierig. Nachfolge war schwierig und das war dann alles zu viel, deswegen haben sie es dicht gemacht und wir haben das dann mit einem Team an Leuten ein paar Jahre später dann, ich glaube, es war ja sogar 2 Jahre zu oder 3, haben wir das dann wieder eröffnet als Frankenjura Academy. Und was für ein Konzept steckt hinter der Academy? Wir wollten natürlich eine Kletterhalle haben, wo man klettern gehen kann und auch bouldern. Aber uns war es wichtig auch, dass wir ein Kompetenzzentrum sind, um den Sport generell voranzubringen. Also sei es jetzt im Bereich Routenbau, sei es jetzt im Bereich Kurse, Ausbildung und so weiter. Wir haben uns das Ziel gesteckt, dass wir da einen Platz schaffen, wo man einfach in allen möglichen Richtungen den Klettersport voranbringen kann. Also wir hatten dann auch Routenbaukurse, die wir angeboten haben, natürlich Kletterkurse von wirklich komplett Beginner bis fortgeschritten. Also wir wollten auf jeden Fall nie, dass dieser Eindruck entsteht, dass die Frankenjura Academy nur für Profisportler ist. Klar, es ist natürlich blöd, wenn Chris und ich dafür Werbung machen und wir halt schwer klettern. Aber es ist ein Aber ich finde, es ist jetzt schon gelungen, einfach das mehr so als Kompetenzzentrum aufzubauen und festzustellen, dass es also allumfassend ist. Ne? Es gibt auch Yogakurse von der Mick Brenzinger. Es gibt, da muss ich dich noch fragen. Vom Lothar Lechler gibt es auch sowas wie, ich nenne es mal Atemkurse und mentale Thematik. Also das ist ja etwas, was auch in deiner, in dem Klettern eigentlich für dich etwas ausgemacht hat, ne? Dass Lothar in diesem Bereich Atmen dich da weitergebracht hat. Genau, also ich hatte mit Lothar schon auch vor Tokio zusammengearbeitet, also wirklich schon mittlerweile auch einige Jahre. Und er hat immer so ein bisschen abseits des Trainings, des reinen Klettertrainings, natürlich immer Anregungen für mich geschaffen, auch da an meinem Mentalen weiterzuarbeiten. Und dann ist dieses Thema Atmung auch groß aufgekommen, weil Atmen etwas ist, was wir jeden Tag machen, Dutzende, Tausende Male. Die Frage ist, ob wir es richtig machen. Die Frage ist, ob wir es richtig machen. Ich muss dir was Lustiges sagen, Alex. Das war mal bei mir in der Schulzeit. Da ging es darum, ob man denn tatsächlich richtig in den Bauch atmet. Und ich habe damals, ich glaube, ich war in der 8. Klasse, festgestellt, dass ich eigentlich seitenverkehrt arbeite. Also der Bauch ging sozusagen nach innen, aber ich habe dementsprechend eingeatmet.
Also es war ganz seltsam und dann musste ich das erstmal korrigieren. Und ja, irgendwie ging es mir, ich glaube, damals auch wirklich besser. Also, Ja. also ich denke, es gibt so viele Dinge, die man bei einer Atmung gar nicht beachtet, weil wie du sagst, macht man ja immer. Ne? Genau, man macht es immer und das heißt aber nicht, dass man es immer richtig macht. Also ich glaube auch, dass ganz viele Leute sich dessen gar nicht bewusst sind und tendenziell oft durch den Mund atmen, auch wenn sie ganz normal im Alltag unterwegs sind und keinerlei Anstrengung haben. Und durch den Mund atmen ist eigentlich immer etwas, was dem Körper ein Stresssignal sendet, weil der Körper dann denkt, er ist am Limit. Also im Atemnot eigentlich. Genau, Mundatmung ist immer etwas, wo du es eigentlich quasi nicht mehr schaffst, durch die Nase zu atmen. Und deswegen atmest du auch noch durch den Mund. Und das versetzt den Körper immer in den Zustand, der nicht entspannend ist. Und da haben wir ganz viel gearbeitet, dass man einmal natürlich auf Nasenatmung umstellen, dass man wirklich rein nur durch die Nase atmet. Und jetzt kann ich ganz entspannt auch hätte ich Vollbolz laufen gehen, beispielsweise joggen, und kann alles immer durch die Nase atmen. Ja, krass. Und hat sich das beim Klettern auch für dich ausgewirkt? Also ist man dann ruhiger, mental Es ist gesettelter? ruhiger, genau. Man hat aber auch einfach, man kann die Leistung einfach nochmal nach oben, man kann sich mehr pushen, man kann die Leistungsfähigkeit verändern, indem man dann mit Atemübungen vor dem Versuch oder generell auch, sage ich jetzt mal, täglich übt und hat dann vor allem bei so Routen, wo du auch länger hängst, jetzt wie beispielsweise in Flatanger oder in Seus, wo du halt nicht nur wie in Franken mal 2 Minuten an der Wand bist oder 1 Minute 30, sondern vielleicht auch mal 20 Minuten, da kannst du schon viel verändern. Ja, krass. Okay, und das alles gibt es in der Franken-Jura Academy. Das alles gibt's Unter bei uns. anderem gibt es da auch etwas, deswegen haben wir übrigens diesen Podcast um einen Tag verschoben, weil wie hast du mir so schön geschrieben, hey, das sind junge Jugendliche und ich habe so Bock mit denen zu klettern, Jürgen. Ja, Das ist schon das auch, was ein großer Teil für dich ist, oder? Dieses Weitergeben deiner Infos und da auch in Motivation ja, zu ziehen. Ne? und das ist ja nicht mal so, dass ich da irgendwelche, keine Ahnung, Trainingsweisheiten weitergebe Ja. an die Jugend, sondern mir hat es einfach Bock gemacht, weil ich sage jetzt mal so, jetzt Leute in meinem Alter zu finden, und das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch gesagt, aber es gibt nicht mehr so viele, die, sage ich mal, über 30 sind und halt wirklich Vollgas trainieren, sondern meist die Leute, die halt so, ich sage jetzt mal, 100% irgendwie dabei sind beim Training und denen auch dann völlig egal ist, ob danach die Haut kaputt ist und die Finger bluten, das sind meist halt Kids. Richtig, ich erinnere mich auch an meine 20er Jahre, da war das so, ja. Genau. Und da haben halt ein paar Kids, also unter anderem auch jetzt die Tochter von Patrick beispielsweise. Ah, schön. Und der Leo Seher, der auch ein kleiner, starker Crusher ist. Die haben halt gesagt, sie gehen am Donnerstag nochmal dort in die Halle. Und ich hatte schon am Dienstag mit denen zusammen trainiert dort und es war so cool und es war so eine gute Atmosphäre und alle waren motiviert. Da kann ich mich dann auch immer so ein bisschen noch mitreißen lassen, sage ich mal. Gibt dir dann auch was? Ne? Das gibt mir auf jeden Fall was, weil es ist cool zu sehen, egal jetzt welcher Grad oder egal wie alt jemand ist, wenn jemand einfach so Vollgas motiviert dabei ist. Und es war einfach so. Und die Kids, die steigen dann natürlich irgendwie die ganze Zeit ein, immer voll motiviert. Die muss man dann teilweise mal bremsen und sagen, jetzt machst du mal 2 Minuten Pause, dann kommst du vielleicht mit dem Boulder auch hoch. Aber da gab es für mich auch jemanden, ne, der das mit den Pausen nicht so... Ja. Ich war genauso. Genau, und jetzt kannst du es weitergeben. Ne? Ich kann zumindest versuchen, zu sagen, was ich auch für Fehler gemacht habe. Und klar, man kann keinen vor allen seinen Fehlern bewahren und das soll man auch nicht. Die sind vielleicht auch wichtig, weil man dann erst die Erkenntnisse wirklich hat. Genau, aber vielleicht so die gravierenden, ganz dummen Sachen, da kann man vielleicht schon mal hin und wieder irgendwie Einwände einstreuen. Ja. Unser Thema war ja vor allem, der beste Kletterer zu werden. Und ich finde, das ist gerade ein schöner Punkt, weil die Frage ist, was ist der beste Kletterer? Ist es derjenige, der tatsächlich den Grat irgendwie nach oben hieft oder der vielleicht andere so begeistern kann, der sie mitnehmen, der sie vor Fehlern bewahren kann, die man selber gemacht hat. Und das bringt mich zur Abschlussfrage, lieber Alex. So was wie famous last words, wenn du so auf dein bisheriges Kletterleben schaust. Was hat das Klettern für dich, für deine Persönlichkeit bedeutet? Ich glaube, Klettern war sehr, sehr wichtig für meine Persönlichkeit. Also Klettern hat aus einem schüchternen Jungen, der eigentlich sehr zurückhaltend war, der sich wenig getraut hat, jemanden gemacht, der Spaß am Leben hat, der kommunizieren kann mit Leuten, zumindest hin und wieder,
Sehr gut, würde ich Sehr sagen. gut, ja, sehr gut vielleicht. Aber auch einfach, der sich seiner Sache auch viel sicherer ist, der gefunden hat, wer er ist und was für ihn wichtig ist im Leben. Und damit meine ich jetzt nicht nur Klettern, sondern auch Ja. andere Sachen, einfach Werte, die mir das Klettern auch vermittelt hat. Und da habe ich ganz, ganz viel natürlich dem Klettern zu verdanken, aber auch ganz, ganz viel dem Umfeld, das mir das Klettern gegeben hat. Also natürlich viele Bekanntschaften und Freundschaften, die ich geschlossen habe, die letzten 10, 20 Jahre, habe ich natürlich auch geschlossen wegen dem Klettern. Wegen dem Also Klettern. sei es jetzt Patrick und Dicky, sei es der Felix, sei es der Chris. Das sind natürlich alles Leute, die ich übers Klettern kennengelernt habe und uns verbindet das Klettern und uns verbindet aber jetzt mittlerweile auch ganz viel mehr als nur Klettern. Sehr schön. Alex, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für ein tolles Gespräch und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei den zukünftigen Projekten. Danke, vielen Dank fürs Zuhören. Merci.